So, hallo, schönen Nachmittag gewünscht. Feiertag, let's go. Was kann man Besseres machen, als Vampir zu sein? Ja, nachdem wir gestern einen ganzen Bezirk ausgelöscht haben durch falsche Entscheidungen, gucken wir mal, was heute passiert. Westerndogs sind feindlich. Jetzt muss ich herausfinden, wie feindlich das ist, ne? Wie sich das ausgewirkt hat. Das haben wir noch nicht geprüft. Bin echt gespannt. Okay, hier ist ja alles ganz schlimm. So, die kennen wir ja schon. Die machen wir einfach fertig, ne? Ey, Arschloch. Over there. Ah. Auch er ist wieder da. Unser netter Armbrustschütze. Er ist immer noch so dämlich wie vorher. So, nimm das. Hat nichts gedroppt. Okay. Aber er hat ein Täschchen dabei. Gut. So, wir haben die Aufgabe, rote Ströme, finde im Bezirk die Wohnung des Mannes. Durchsuche die Wohnung. Ja. Yeah. Also, wir gucken mal auf die Karte, so. Wir sind hier in den Westerndogs. Und dann haben wir hier ein Ereignis. Das sollten wir vielleicht mal überprüfen. Und das Ereignis auch, weil dann kriegen wir vielleicht raus, warum hier alles gestorben ist. Also, woran sehen wir das, dass hier alles gestorben ist? An dieser tollen Übersicht. Wir haben Lottie Paxton, die ist vermisst. Vielleicht finden wir sie noch. Dann Dyson Delaney ist vermisst. Und unser Hauptverdächtiger, der auch vermisst ist Sean Hampton. Ich glaube, der hat die alle rasiert, ne? Also, meine ganzen lieben Leute hier, alle weg. Ich hätte den einen oder anderen noch gern ausgesaugt, aber was soll man machen, ne? Triffst du einmal falsche Entscheidungen. Ist hier Chaos. Das finde ich aber gut. Also, das macht das Spiel auch reizvoll, ne? Okay, wir überprüfen hier. Ich höre da schon was da passiert sein könnte. Also, das ist nicht der Teil der Problematik. Junge, Junge, Junge. Du kriegst mit der Keule. Und jetzt laufe ich dich noch leer. Na. Werde ich doch nicht. Danke. Okay, hier ist immer noch Action. Ja, wir sind eigentlich hier genau richtig. Wir kommen hier aber nicht mehr rein, ne? Oder? Nee. Hier ist also hier ist alles zu. Barrikadiert, so heißt das, ne? Ja. Alles schlecht. Das heißt, wir gehen erstmal zum anderen Ereignis. Hallo Arthur. Ah, hier komme ich rein. Okay, das sieht doch ganz nach einem Bossfight aus, ne? Dass wir jetzt hier den Sean wegmachen. Will ich hier rein? Ich will hier rein. Hallo. Naja, tötet euch mal gegenseitig, das wäre nett. Oh, die sind ja... Bösartig sind die ja. Hab dich. Nein. So nehme ich. Okay, die sind schon mal ein ganz anderes Level, ne? Ich bin Level 20 und die sind Level 22, 21. Aber das stört mich nicht. Ich will ja hier untersuchen, was hier passiert ist, ne? Okay. Informationen. Wir brauchen Informationen. Also hier ist alles dicht. Das ist klar. So. What on earth happened here? Ja, was zur Hölle ist hier passiert? Das wollen wir jetzt mal überprüfen.
Unser lieber Pastor Sean Hampton hat gesagt, er kann seinen Hunger unter Kontrolle halten und deswegen frisst er die Leichen oder saugt die aus. Und ja, irgendwas ist hier schief gelaufen. Hier ist der Pfeil geht nach unten, ne? Also gehen wir mal nach unten. Nach unten werden wir schlauer werden. Ah, hier anscheinend nicht. Hier werden wir nicht schlauer. Okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Hier ist so. Ah, ich bin gespannt. Ja, die Frage, wo geht's hier lang? Wir müssen das ja schon irgendwie überprüfen hier. Hier ist auch noch so ein Kreischdingens. Guck mal her. So. Auch du bist weg. Ja, aber ich komme hier jetzt so nicht weiter, ne? Wir müssen ja irgendwas machen. Kommen wir da oben irgendwo hin? Nein. Geh nochmal hier nach links rum. Aber sieht ja auch nicht danach aus, dass wir hier irgendwie einen Eingang haben oder so. Nee. Okay. Dann nochmal innen gucken. Hilft ja nichts. Hey, hier komme ich nicht durch, alles klar. Wissen Bescheid. So. Also hier ist alles zerlegt, alle sind tot. Das ist doch schon sehr verdächtig. Geh mal nach oben. Kann ich überhaupt nach oben? Sieht nicht danach aus. Doch, da. Aber was hilft mir das? Außer Loot. Also ich höre ja ganz deutlich, wo hier das Problem ist. Ich habe unten, glaube ich, irgendwas nicht richtig gesehen. Ja. Gehen wir mal stark von aus, ne? Dr. Reed. Bitte holen Sie Informationen. Aber hier geht's doch nicht weiter, oder? Nein. Hier können wir auch nichts machen. Ne. Merkwürdig, oder? Kann auch sein, dass wir runter müssen zu den, Hast du alles leer gesaugt? Nee, ich habe nichts. Nee, das war ich nicht. Das war hier... Hauptverdächtiger ist der Pastor. It's locked, all right. It's locked, alright. It's fucking locked. Alright. Warte mal, können wir hier an dem Rad drehen? Nee. Also Hauptverdächtiger ist unser Geistlicher, der gesagt hat, er hat das alles im Griff. Und wir haben das geglaubt. Angesenkter Brief. Miss Paxton. Ich habe vor kurzem gehört, dass monatelang in Hamptons... Okay. Ah. Lottie Paxton. Ein Hinweis. Naja, wir gehen ja davon aus, dass sie noch lebt, ne? Ach, guck mal, hier geht's ja weiter. Ach, guck mal, da ist er doch. Er hat sich nicht im Griff gehabt, der Sean. Ah, wie ärgerlich. So, jetzt zünden wir nochmal die Ulti. Ja, besorg sie. Nein. Ich muss weg. Und nochmal aussaugen. Was hat er denn für den Kram? Hören Sie auf. Alter Schwede. Sean. Wo hast du die Fähigkeiten gelernt? Einfach so eine Schattenarmee rausgeholt und gesagt, fick dich, Dr. Reed. Okay, das ist nicht gut. Jetzt sind die alle wieder da. Na, wir werden doch wohl nicht unhöflich werden. Ey. Oh, Ausdauer. Okay, den saugen wir schon mal leer. Weil wir auch Blut brauchen tatsächlich. Den beißen wir auch nochmal leer. Jam.
Oh, der hat sich überlebt. Das ist gut. Na? Wie findest du die Moves? Hä? Gut, nicht wahr? Okay, ja, das wird ein bisschen anstrengender mit Sean. Weil der ist echt stark, ne? Also ich habe ihn jetzt gerade schön weggeballert, aber das hat nicht gereicht. Dann müssen wir vielleicht eine andere... Spielwiese finden, ne? Schreibe ich mir mal eben. Gut, wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Da müssen wir rein. Sean? Was haben Sie getan? Direkt mal aussaugen, den Bengel. Oh. Nein, 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 Sean. Ich brauche Ausdauer. Okay, warte mal. Wenn er das kann, kann ich das auch, ne? Alter. So. Ah, ich wusste es. Ich habe eine Chance. Also. Wie befürchtet, hat er hier alle vernichtet. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Jetzt ist halt die Frage, was ist hier unten? Sind die noch am Leben? Hat er die auch alle hops genommen? Die in meinem Untergrund. Wir gucken mal. Ich meine, ich komme hier wieder rein. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich überprüfe das jetzt mal. Wenn die jetzt auch alle tot sind, dann ist das schade. Glaube ich aber nicht. Kanalisation beim Uferdamm. Okay, ja. Enter at your own risk. Ja, die sind noch da. Na, Gott sei Dank. Die hat er wenigstens verschont. Er hat nur seinen ganzen Bezirk ausgelöscht. Das finde ich gut. Finde ich nicht gut, aber finde ich gut, dass er nicht alle erwischt hat. Okay, gehen wir wieder raus. Wir haben jetzt das Ereignis überprüft. Ja. Immerhin haben wir ihn jetzt gestoppt, so dass er nicht noch mehr Schaden anrichten kann. Ne? Das ist doch schon mal positiv. Wir gucken mal auf die Karte. Ja, das Ereignis haben wir herausgefunden. Alles klar. Gut. Mensch, Mensch, Mensch. Wer hätte das gedacht? Gut, wir haben ja noch einen Schlüssel gefunden. Ah, hier, dafür war der. 350 Schillinge. Und eine lebende Probe. Das ist gut. Oh, noch mehr? Ach du Schande, was war denn alles da drin? Ein Räumchen. Ui, eine schöne Halskette. Eine silberne Uhr, Zigaretten-Etui. Ah, jetzt war's das. Aber trotzdem, reichhaltiger Schrank, würde ich sagen. Frage ist das hier hinten jetzt auch offen, der Spind? Oder gehört hier jemand anderem? It's locked. It's locked. Schade. Können wir da raufhauen vielleicht? Definitiv nein. Hat die nicht gerade geleuchtet, die Kiste? Mir war da noch so. Nein. Okay. Ja, dann können wir jetzt hier raus und dann überprüfen wir nochmal das andere Ereignis. Hier hinten in den Western Docks. Ist auch unten tatsächlich. Wir müssen mal gucken. Wie kommen wir hier wieder raus? Das ist jetzt die Frage, ne? Ich muss einfach hier hoch wieder, glaube ich. Ja, ja, Leute. Ihr könnt schreien, wie ihr wollt. Ich kümmere mich nicht um euch. Okay. Wie können wir gehen? Geradeaus und rechts rum. Na, komm, Dr. Reed. Also manchmal backt er rum, wenn man auf die Karte guckt. Dr. Reed. Dr. Reed. Wir müssen in die Richtung gehen. Macht er nicht. Der bewegt sich gar nicht mehr. Okay, nochmal auf die Karte gucken. Wieder raus. Und jetzt geht's wieder. Okay. Gut. So.
Mitteilung der Wachen von Preven. Wir gucken auf die Details. Von Befehlsstand der Wachen. Lokpatrouille. Betreff Vampirjäger, Schwindler meiden. Einige unserer Späher haben in der Nähe der East End Docks vor kurzem die Anwesenheit eines gewissen, den kennen wir schon, Throckmorton. Wahrscheinlich seht ihr ihn nachts in der Gegend patrouillieren und behaupten, er sei ein Vampir-Vernichtungsexperte. Der Mann ist ein Schwindler. Okay, nicht einmal ein richtiger Betrüger, weil er sich seine Arbeit von niemandem bezahlen lässt, aber er hat offensichtlich keine Ahnung, wovon er spricht. Wenn er je gemeinsam mit euch auf die Jagd gehen oder zusammenarbeiten will, weist ihn ab und lasst ihn ziehen. Im Kampf mit einem Blutsauger taugt dieser Mann höchstens als Beute. Oh. Na gut, wir haben tatsächlich Hinweis zu ihm, aber ich glaube, der lebt gar nicht mehr. Nein, ich will jetzt nicht. Ja, Last Warning, bla blub blub. Okay, wir gucken jetzt hier nochmal durch, aber ich glaube, der ist auch hops gegangen, oder? Throckmorton, da ist er ja tot. Karriere vorbei. Schade. Ist denn, ach warte mal, ich habe gerade geguckt, ist jetzt Sean? Ja, Sean ist auch tot. Definitiv. Und Dyson Delaney wird noch vermisst. Und Lottie Paxton. Vielleicht haben wir ja Glück. Over there. Ja, over here. Zack, bist du weg. So, der möchte auch noch gerne verschnabuliert werden. Das gönnen wir ihm. Einfach Two-Hits, ne? So easy. Da sind auch noch mehr. Aber ich wollte hier das Täschchen mitnehmen. Wo müssen wir jetzt hin? Ach, einfach nur rechts rum. Okay. Naja, was heißt hier einfach? Also. Ja, ihr schafft das schon. Giselle's stolen money. Prewen has some unethical ways of fighting. Das ist Lottie Paxton. Oh, Lottie geht's gar nicht gut und sie hat Level 30. Das ist nicht schön. Dann zünden wir mal die Ulti. Jam, 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 jam. Ey, das ist nicht witzig. Oh, die sind alle gut. Oh, er saugt. Oh, saugt er mich leer. Hast du das gesehen? Hey, das ist nicht witzig. Okay, Lottie. Du wirst leer gesaugt. Jam, 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 jam. Ich muss die minimieren. Das hilft ja nichts. Ah, er ist so gut wie tot. Und weg mit ihr. Okay, einen haben wir schon mal weniger. Und den kriegen wir auch noch weg. Wow. Lottie, warum denn so wild? Ah, das sollte ich nicht tun. Das sollte ich nicht tun. Lottie, ich möchte gern an dir saugen. Danke. Ah, Lottie ist besonders lecker. Oh Gott. Oh oh. Lottie? Nein, Lottie. Wir sind zivilisierte Vampire. Hören Sie auf damit. Okay. Wir haben einen kleinen Schlüssel von Lottie bekommen. Das ist schon mal nice. Und ordentlich EPs. Alter. Okay, wir wissen nicht, was mit Lottie passiert ist, aber Lottie ist nicht mehr so schön, wie sie mal war. Eieiei. Okay, dann haben wir Lottie Paxton auch geklärt, den Vorfall hier. Die scheint hier irgendwie auch infiziert worden zu sein. Machst du nix? Okay, war denn das jetzt das Ereignis? Ja, das war's. Dann haben wir hier noch ein Ereignis. Eieiei. Okay, den müssen wir wieder entfernen. Haben wir hier auch noch ein Ereignis? Das ist ja alles ganz wilde Nummer hier. Jetzt sind hier im Krankenhaus auch viele Ereignisse passiert. Achso, neuer Dialog, okay. Und im Unterschlupf ist auch was.
Ein Ding. Nee, Lady Ashbury. Lady Ashbury. Hast du keine anderen Waffen außer dem Gehstock? Das ist eine Keule, ist das kein Gehstock. Aber ich könnte auch andere Waffen nehmen. Ich könnte einhändige Waffe, das wäre eine Machete. Und dann kombiniert mit einer Pistole zum Beispiel. Oder Revolver. Oder Shotgun. Aber die Keule macht am meisten Spaß. Also vom Fighten her. Weil die Zielsteuerung ist nicht so geil mit Pistole tatsächlich. Du musst immer in die Richtung gucken, damit er drauf schießt. Das macht aber keinen Sinn für mich. Oh. Hallo, hier bin ich. Au. Meine Güte. Ja, ich weiß. So, du kleines Arschloch, ne? Du bist schon mal weg. Und er macht hier Giftwolken, das ist nicht nett. Komm her. Und jetzt bist du leer geworden. Danke. Ah, die Keule ist schon mächtig. Die werde ich auch noch weiter leveln und dann geht das hier richtig ab. Okay, hier waren wir tatsächlich noch gar nicht so oft. Okay. Ja, ist halt die Frage. Gehen wir den Hinweisen hier nach? Da? Ereignis? Aber wie komme ich da hin? Oh je. Wir müssten hier einmal zurück, dann hier rüber und. Das ist ja Kackermist. Ich glaube, wir machen erstmal die Hauptquest Rote Ströme weiter. Gucken, ob ich da mit der Markierung zurechtkomme. Wir haben ja von Lotti auf jeden Fall noch ein Schlüsselchen bekommen. Ich denke mal, der wird auch noch irgendwie eine Kiste freischalten, aber gut. Machst du nix. Ich weiß ja nicht, wo sie wohnt. Ich weiß nur, wie ihre Mutter war. Und da ist alles tot. Naja. Okay. Hier gehen wir richtig. Oh, scheiße, was ist das denn hier? Warte, Freunde, ich habe hier was für euch. So. Hat er nicht kommen sehen. Meine Güte, diese Tierchen hier, ne? Das ist auch wild. Ganz wilde Nummer. Hey, schreien Sie nicht. Nein, hören Sie auf damit. Okay, hier sind auch wieder welche. Er versucht es mir echt zu besorgen, ne? Hey, das ist nicht witzig. Ist er tot? Nein. Endlich war er mal unten. Okay, weiter geht's. Da ist mein Unterschlupf. Ich könnte auch erstmal leveln, ne? Das macht vielleicht Sinn. Lass mal leveln, ein bisschen. So, einmal rein in die gute Stube. Dann gucken wir mal, was so passiert, wenn wir eine Nacht hier chillen. Okay, let's see. Wir haben 4900 Punkte. Das ist ordentlich. Ich würde tatsächlich meine Ulti weiter leveln wollen. Ja. Dann sind schon mal 3000 Punkte weg. Gut. Und ich muss hier endlich mal die Schatten des Nebels, also dafür wollte ich auch 3000 Punkte ausgeben. Schade. Na gut. Ich wollte die Schatten des Nebels wieder ausrüsten, ne? Die folgende Nacht. Tot. Oh, das sinkt ja ins Bodenlose.
Eieiei, dann gucken wir in die anderen Bezirke mal rein. Wie sieht's da so aus? Oh, schon fast gesund. Oh, hier sind viele krank. Das ist kritisch. Hier müssen wir mal eine kleine Gesundheitstour machen. Das sind alles Krankheiten, die kann ich zum größten Teil behandeln. Es geht. Da werden wir uns gleich mal drum kümmern, ne? Eieiei. Okay, wir müssen jetzt hier rüber. Und dann komme ich hier hinten lang. Sieht nicht so aus, oder? Na, wobei doch, hier geht's, glaube ich, durchs Gebäude durch. Ich muss dahin zum roten Y. Okay, wir gucken mal. Morphdogs. Feindlich. Ach, guck mal an. Mann, Junge. Junge. Entspann dich. Hör auf, hier Rauchwolken zu machen. Das geht nämlich sofort auf die Schnauze. Ne? Nur mal so. Au. So krass, wie wenig Schaden die mir machen mittlerweile. Habe ich echt gut was beim Leveln gemacht irgendwie. Okay. Wie geht's hier weiter? Wir wollen da lang. Wir wollen da lang. Kommen wir aber nicht. Was machen wir denn jetzt? Hier sind wir reingekommen. Hier wollen wir weiter. Das heißt doch, wir gehen hier weiter. Kommen wir da rüber vielleicht? Das wäre nice. Kommen wir hier rein? Nein. Okay, das geht nicht. Dann beame ich mich mal hier hoch. Vielleicht haben wir hier mehr Möglichkeiten. Jawohl. Oh Gott. Was machen die denn hier? Ja, aber hier komme ich weiter. Okay, perfekt. Hallo, Freunde. Ich bin da. Das hat ihm richtig weh getan, ne? Hey. Das tut weh. So, der ist schon mal weg. Und der Typ, der kriegt nochmal gleich die 2 ab. Das tut schon ein bisschen weh. Away with you, Motherfucker. So. Aus die Maus. Hat sich ausgeleuchtet hier mit deinem Kreuz. Okay, dann nehmen wir auch wieder was mit. Sehr schön. Und hier liegt kein Täschchen bei. Doch, da hinten. Hey, wie ist das denn hier hingefallen? Krass. Okay, guck mal. Hier, da auch noch welche. Gut. Müssen wir jemanden aussaugen langsam. So, kommen wir mal her. Meine Güte. Sensationell. Das war ein guter Fight. Können wir das hier aufsperren? Ja. Perfekt. Dann haben wir hier wieder eine Verbindung. Das ist gut. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Schön. Wir gucken weiter. Wo muss ich lang? Hier wieder zurück und dann links. Okay, jetzt geht's wieder. Links 2, 3, 4. Ein Lied. Ein schönes Lied. Was haben wir denn? Guck mal, ich habe was für dich. Okay. Gut. Auch denen haben wir gesagt, das hat alles gar keinen Sinn, was sie hier tut. Ich bin mächtig.
Okay. Finsbury Gate. Bezirk ist noch stabil, aber ich bin ja auch noch nicht fertig mit dem Bezirk. Tatsächlich. Hier ist nichts. Okay. Hier ist das Haus, hier sollen wir rein, ne? Dann gucken wir mal. 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? Das werden wir sehen. Auf jeden Fall Opium und Schillinge. Was? Hier hat ein Kampf stattgefunden? Woher weißt du das? Das ist schon immer so unaufgeräumt hier. Oh, Blut. Blut ist nicht gut. Eieieiei. Ich würde sagen, jetzt aus dem Fenster raus. Ist aber nur eine Vermutung. Okay. Hier liegt auf jeden Fall ordentlich Stuff. Das finde ich gut. Okay. Ja. Folge der Blutspur. Natürlich. Ich bin ja auch unerschrocken und ein Doktor. Der braucht meine Hilfe, der Patient. So, wir könnten auch folgen hier mit, ne? Da. Dann sehen wir mal ganz deutlich. Da geht's lang. Hallo, Kadett von Bremen. Kadett, ein Kadett. Junge. Ich verstehe das nicht. Wer sollte diese arme Frau durch die Straßen schleifen? Ja. Wir helfen euch. Hallo. Warte mal, ich habe hier was. Das ist so eine geile Nummer, ne? Guck mal, jetzt habe ich ihm noch mehr Schaden gemacht. Der hat gar nichts mehr gehabt. So fucking fast. Yes, so fucking fast. Zack, tot. Das ist gut. I like it. Okay, hier endet die Blutspur so ein bisschen, ne? Vielleicht müssen wir da hoch. Könnte sein. Kann ich aber nicht versprechen. I can't believe I'm doing this. Ja, das kommst du schon drüber hinweg. Das machen wir jetzt schon länger. Okay, da ist die Spur, da endet das ganze Gedöns, ne? Also müssen wir da untersuchen. Ach so, ja. Nee, also romantischer Mörder, würde ich sagen. Wir gucken uns das mal näher an. Wir fangen an, die Blume. Die ist sehr interessant. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Oh. Someone is targeting my family. Das ist ein Ding. Die Taschen durchsuchen, das machen wir auch gleich, ist ja ganz klar. Leichen flattern, das machen wir auch. Woman's neck were made by the fangs of a vampire. Das war bestimmt Lady Ashbury. Only a golden watch in her pockets. Jo, die nehmen wir trotzdem, oder? Ja, die nehmen wir trotzdem. Her shoes and clothes are quite worn out. Ja, ich würde sagen, haben wir genug analysiert. Oh. Guck, da. Weiblich waren wir schon mal. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Folge der schattenhaften Gestalt. Folge niemals schattenhaft gestalten. Ach, auf einmal ist hier offen. Letztes Mal, wo ich hier war, war hier zu. Ja. Merken wir uns. Das Spiel verarscht uns. Können wir noch was looten vielleicht? Ja. Aber sicher doch. Alles wird mitgenommen. Der Schrank ist nicht voll.
bisschen aufmerksamer sein hier. Ich glaube, wir haben nur eine Chance da, hier zu looten. Deswegen machen wir das jetzt mal. Für sie laufen. What was that? Ich weiß, wer das ist. Das ist meine Schwester. Ich habe sie doch I verwandelt. won't let you escape. I won't let you escape. Schauen wir mal. Ob wir sie entkommen lassen oder nicht. Können wir hier rein? You're very fast, but I'll catch you. I catch you. See you later. Go back home, idiot! Nee. Oh, ich kann dich jetzt nicht. Also, nee. They've all been butchered. Ja. Die wurden alle umgelegt. Also die Spur verdichtet sich doch jetzt schon, dass wir jetzt zum Grab meiner Schwester müssen. Ja. Sherlock Matze hat zugeschlagen. Sieht doch so verdächtig danach aus, oder? Sie hat ja alle I can umgebracht. still sense a presence. Ich spüre eine Präsenz. Jetzt gibt's die Rache. Oh je. Help me? Oder hat er Selfie gesagt? Oh, Ratte. Komm mal her. I have this thirst for blood. Okay, die Ratte gibt mir kein Leben zurück, sozusagen. Das ist nur für Blut. Für die kleinen Snack zwischendurch. Gott, oh Gott. Hier hat jemand echt gut aufgeräumt. To me. Ja, ich komme. Ich eile. Eile mit Weile. Dr. Reed is on the run. So. Schwesterherz. Wo bist du? Help! Please help me! Ja. You! What have you done? Wie? Was hab ich getan? Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Oh, ist doch nicht meine Schwester. Mary, Doch, ist meine is it Schwester. really you? Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. Oh. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary, Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's up. my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were. In front of me. On a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth.
Mary, I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss. And all we kill. Look at me. Das stimmt. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. Oh, I want a Reparation. miracle. Sehr gut. Are you a miracle worker, Dr. Reed? Ich arbeite noch dran. No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Rest in peace. Yes. I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. das ist One schön. in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Warte mal. Not even for the Du musst mich lies töten. you tell Das ist aber nicht yourself. cool. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Ja, Mary Reed. To rot Nein. in this grave. Nein. Au. Au. Hören Sie auf, Frau Reed. Au. Au, 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 au. Das ist nicht witzig. Pass auf, Lady. Ich zünde mal den Knaller. Come to me, Jonathan. What the fuck is going on with my sister? Na, na, na. Sie hat die gleichen Moves wie ich. Das ist total unfair. Da, 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 da. Ich frage mich, ob ich sie aussaugen kann. Ja, kann ich. Das ist gut. Komm her, Schwester. Match. Killed me, brother. Nein, 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 nein. Au. I'll do to you what you did to Dorothy Crane. Okay, pass auf. Ich hab das hier. Kiss me again, sweet brother. Kiss me again, sweet brother. Ah, au. Your Oh. blood priest. Nein, nein, nein. Achso, Blood Priest. Nein, nicht dem Priester. Mann. Final thoughts are just to die for. Frau ist so fertig. Oh je. Ja, ja, spuck Rest dich in aus. peace, monster. Plutsch. Assassin! So. Das brauche ich.
heilen uns mal wieder. Und wir haben die Ulti wieder. Pass auf. Guck mal da. Yam, 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 yam. Hast du nicht mit gerechnet, ne? Lady. Abomination. Bornimation. Guck mal hier. Zack. Das können wir auch. Nein. Au. Au. Scheiße, jetzt gibt sie aber auch Gas. Alter. Lady, entspann dich. Ich hab so viel Blut gar nicht, wie du mich hier bummst. You left me to rot in this grave. Come to me, Jonathan. Ich komme zu dir. Ja. Ey. Ich muss ihn mal wieder beißen. Ja, da ist sie. Sehr gut. Mary, du wolltest es nicht anders. Ja. Das tat weh. Because you spared Sean Hampton. Don't expect the same mercy from me. Don't expect the same mercy than me. What have you... Oh. Nein. Au. Au. Nein. Wir hören jetzt auf damit. Okay. Wir heilen uns nochmal, das ist wichtig. Und jetzt zünden wir nochmal die Ulti. Yep. Das hat sie nicht kommen sehen. Schwuppdiwupp. Well, Nein, meine kleine Schwester versohlt mich nicht. time to bring this conversation to an end. Ja, das sehe ich auch so. Für immer. You know I will not play this game. Was? Come now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. Oh. I am the harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. Let me sleep. Okay. Wenn sie das so sagt. I will find a cure, Mary. Ich schwöre es. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Naja, wenigstens haben wir Mutti gerettet, ne? Das ist doch schon mal was. Müssen wir sie wegbringen? Nein. Doch. Ich weiß aber gar nicht, wohin. Gleich. Come back. Ah ja. Guck mal, da ist sie nämlich ausgebrochen. Man kann es ganz deutlich sehen. Hat eine gute Arbeit geleistet. Doktor, pack sie rein. Sehr gut. Das ist cool gemacht. Also atmosphärisch ist das geil, ne? Einige Nächte später. Oh oh. Hier passieren wieder schlimme Dinge, glaube ich. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a
vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Gut, das heißt, wir müssen mehr Blutanalysen machen. Aber erstmal haben wir einen Brief. Lady Ashburys Einladung. Mein lieber Dr. Reed, ich hoffe, dieser Brief erreicht Sie bald, denn ich muss schnellstmöglich mit Ihnen sprechen. Die Lage im Westend entwickelt sich äußerst schnell und ich bin überzeugt, dass wir alle in großer Gefahr schweben. Die Wache von Preven hat eine große Jagd in London begonnen und seit einigen Nächten suchen und töten ihre Angehörigen aktiv alle Icon, die sie aufspüren können. Lord Redgrave, der Vorsitzende des Ascalon Clubs, hat mich vor kurzem kontaktiert. Er will Sie umgehend treffen. Sie können nachts jederzeit zu meinem Haus kommen, wenn es Ihnen passt. Wir müssen über all diese Dinge sprechen. Diesem Brief liegt ein offizieller Passierschein bei, mit dem Sie jede Straßensperre und jeden Quarantänekontrollpunkt in der Stadt passieren können. In Freundschaft, Lady Ashbury. Oha. Lady Ashbury. Ja. Ich würde sagen, das sieht nicht gut aus. Es wird immer schlimmer, aber ich muss meine Schäfchen jetzt nochmal heilen gehen gleich. Und wir müssen noch leveln. Aber ich heile erstmal die Leute, glaube ich. So, was können wir denn hier noch bauen? Ja. Bisschen was gegen Erkältung. Und das reicht schon wieder nicht. Dieses Kaliumpermanganat, das ist echt selten anscheinend. So, dann haben wir noch eine reichhaltige Blutprobe. Oh. Blutserum. Regeneriert 100 Blutpunkte sofort. Okay, das ist ja nicht schlecht. Das ist schon okay. So, bevor wir uns leveln, checken wir erstmal die Lage. Wie sieht das aus? Soweit erstmal ganz gut, ne? Kopfschmerzen, erschöpft, Kopfschmerzen und Erschöpfung. Wir haben ganz viel Erschöpfung, ne? 1, 2, 3, dreimal erschöpft, zweimal Kopfschmerzen. Dreimal erschöpft. Da müssen wir nochmal gucken, was wir bauen können. Für die Erschöpfung. Ja. Da geht noch was. Machen wir mal 6 Stück. Dann sind wir gewappnet. Und dann haben wir noch einen Bezirk, der richtig kacke drauf ist. Nämlich dieser hier. Eieieiei. Auch erschöpft. Neuralgie, Bronchitis. Erschöpfung. 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 mal Erschöpfung. Das heißt, wir müssen noch mehr produzieren. Das hilft ja nichts. Wahnsinn. Auch mal 12 mal für Erschöpfung. Die werden wir alle heilen. Das ist gar kein Problem. Okay. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich bin im Krankenhaus, ne? Ja. Dann gucken wir uns hier die Leute mal an. Wie wir denen helfen können. So. Clay Cox ist erschöpft. Dem geben wir mal was. Clay, kommen Sie her. F. Hey, Doc. Hey, You're Doktor. lucky to be alive, Mr. Cox. This place is full of sickness and decay. Medizin geben. Consider yourself lucky that I'm treating. Don't play the innocent with me. Ja, seien Sie ruhig. Hauptsache, du hast Medizin bekommen. Können wir Ihnen sonst noch irgendwelche Fragen stellen? Nein, wir haben auch gar keinerlei Hinweise zu Clay. Wie gefällt Ihnen unser How is Krankenhaus? your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place, shitty staff. Nein. As long as I'm treated alright, I'll be fine. Warte mal. Was haben Sie denn auszusetzen? What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting? A medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. Ja, gut, dass sie schon tot ist.
Schade. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Aha. Poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Siehst du wohl, jetzt haben wir einen Hinweis bekommen. Sie sind ein Monster. Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. Okay, gut, dann haben wir wieder einen Hinweis gefunden, ne? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I can say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day, I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Oh, ja, siehst du wohl. Hat er mir noch einen Hinweis gegeben. Das ist aber nett. Ja. Das heißt, wir gucken mal. Wir haben schon mal... wir kriegen 700 EP bei ihm. Wir können ihn auch locker um die Ecke bringen. Jetzt ist die Frage, Daumen hoch oder Daumen runter für den Mr. Clay Cox. Er ist ja die Wettboot-Boys, ne? Wenn er sagt, er ist der Anführer... Dann suchen wir mal ein nettes Plätzchen für ihn, würde ich sagen. Oh, mein Junge, wir gehen mal ein bisschen rum. Nach hier. Warum führt der Weg mich hier hin? Das ist ja nicht so gut. Nee, doch nicht im Krankenhaus. Anscheinend kann ich das doch. Lalalala. Mesmerieren Sie. Bringe den Patienten nur zu seiner Behandlung. I killed, extorted, stole, and now I die. Fuck it. I'll live the way I wanted. Fuck it, sagt er. Nein, der Bezirk wird... Oh nein. Wie schlimm. Der Bezirk wird leiden unter meinen... Handlungen. So, können wir dem was machen? Kopfschmerzen. Ich glaube, wir haben da was für ihn. Komm mal her. Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed, any good news to share? Okay, da haben wir nix. Ihr Leben in London. Erzählen Sie mir vom What can Personal. you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Das ist gut. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Okay. Any opinion about the management? The I don't Management. always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command.
I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Ja, das sehe ich auch so. F für Details. Er hat Kopfschmerzen. Da haben wir noch was für. Also, Do you need let's any go. medical assistance yourself, Doctor? Yes, indeed. But don't worry, I am perfectly capable of taking care of myself. Nee, ich hab da was. I have no doubt about it, but you are still ill all the same. Please, take this medicine. I appreciate your concern, Dr. Reed. To be honest, I just did not take the time to diagnose myself. Ja, das haben wir doch jetzt übernommen. Okay. Oh, bei ihm kriegen wir aber viele Hinweise, ne? Okay, dann müssen wir aber erstmal mit der Schwester, glaube ich, nochmal reden. Goodbye, Dr. Tippett. Mit der Schwester Gwyneth. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Ist das sie hier vielleicht? Ah, wie praktisch. Gwyneth Brannigan. Ich habe da was für sie. Good evening, Nämlich Nurse. Fragen. Good evening, Doctor. Good evening. Tippett hat sie gelobt. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Das hat uns jetzt nicht weitergebracht. Wie ist die Lage hier? How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. It's hard, Doctor. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Ja. Do you think this hospital can survive? Das regeln wir gleich mit dem We're Schlafen. all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Okay. Do you require medical assistance, nurse? I will be fine, as soon as I can get some sleep. Ja, aber kriegst du ja nicht. Das hatten wir doch schon mal. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Okay. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Call me if you need assistance. So, dann haben wir schon mal 2 versorgt hier. Das ist gut. Damit wir den schönen Bezirk auch am Laufen haben. Da, der erholt sich und Milton ist auch erschöpft. Da müssen wir auch was machen. Aber erstmal sammeln wir hier Loot. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Yep, das tue ich. Guck mal, bei ihm fehlt uns nur noch ein Hinweis. Wir könnten auch nochmal mit ihm handeln. I'd like to see you. Wise choice. Okay, hat er vielleicht, was ich brauche? Teil eines guten Griffs. Ja, den kaufe ich. Den brauche ich ganz dringend. Okay, dann Teil eines guten Abzugs brauche ich nicht so wirklich. Er hat auch noch einen abgenutzten Schlagstock. Ja, das ist alles nicht so wichtig hier, ne? Wir könnten ihm noch Sachen verkaufen, natürlich. Clays Beil. Clays Beil sieht sehr, sehr gut aus, eigentlich. Ich frage mich, das ist einhändig. Ja. Na gut, wir schauen mal. Schauens Kreuz haben wir. Das behalten wir. Ehering verkaufen wir. Zigarettenetui, nein. Gold, silberne Uhr. Ich guck mal, ob wir die zerlegen können. Schöne Halskette, ist auch was wert. Ja, wir gucken mal. Ich brauche ja jetzt nicht so viel Kohle tatsächlich. Ich krieg ja genug. Aber warte mal, ich wollte die noch heilen. Good evening. Good evening. Good evening, good Do you need evening. any I'm afraid Ja, hier, nimm mal. that's easy. Danke. Persönliche Fragen vielleicht noch? Oh, hier. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Where is it safe? Genau so sieht's aus. Und ansonsten Waffen schmuggeln. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not?
I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Okay. Auf Goodbye, Wiedersehen. Milton. Goodbye, Milton. Okay, wir gucken weiter. Wen können wir noch helfen? Hier, die ist gesund. Pippa. Oh, die hat 3000 EP, ne? Die könnten wir einfach so wegschnabulieren. Aber das machen wir nicht. Erholt sich. Okay, wir gehen weiter. Da hinten, Dr. Aykroyd ist auch gesund. Schade. Rakesh. Jandana ist auch gesund. Da haben wir noch jemanden mit Kopfschmerzen. Die draußen, die sind alle gesund. Die habe ich ja geheilt. Ist auch gesund. Und den nehmen wir. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Nee, ihr Zulieferer ist fort. Genau, das müssen I wir noch. located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. All I'm asking. Fehlende Inhaltsstoffe Untersuchung aktualisiert. Gut. Über ihre Geheimtests. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. Sie haben meine Unterstützung. Haben wir nicht schon genug zu tun? Das ist nicht Ihr Ernst. Nee, er hat meine You Unterstützung. have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reed. You don't know what that means to me. Okay, schön. Wie viele Details haben wir jetzt über ihn? Oh, relativ viel. Er hat aber Kopfschmerzen, die müssen wir noch Do you heilen. need my I would have Zack. There is no... any doctor. Sehr schön. Haben wir alles geklärt? Wir haben alles geklärt. Dann Goodbye, Dr. Strickland. goodbye, Dr. Strickland. I can't So. let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Ah, Placebo-Effekt, wo wir ein. Wir geben ihm einfach schlechtes Rezept. So läuft der Hase. Gut. Müssen wir dafür was analysieren? Wahrscheinlich, aber das machen wir gleich. Ich wollte jetzt nochmal gucken, haben wir alle behandelt? Wir haben alle behandelt hier in dem Bezirk. Sehr gut. In diesem Krankenhaus geht es allen gut. Jetzt sollte ich hier noch nach Whitechapel gehen. Tatsächlich. Um da noch die Lage zu checken. Ich glaube, das könnte helfen. Ist halt immer der Weg dahin, ist immer kacke, ne? Also Whitechapel müssen wir hier. Wobei, ich habe alles relativ freigeschaltet, ne? Also wir gehen jetzt hier links und dann über die Brücke. Oder einfach geradeaus. Das müsste eigentlich gehen. Whitechapel. Kritisch. Ach, hier sind überall schlimme Finger. Look at him! Vicious bugger! Will sie auch Bomben zu schmeißen. Wer klopft denn hier?
Er klopft da. Warum? Was stimmt denn mit dir nicht? Hä? So, wer schießt hier noch? Ah, er. Okay. Soweit so bueno, würde ich sagen. Wir gehen hier einfach weiter. Ist ja alles offen. Sind wir jetzt im Bezirk? Nein, noch nicht ganz. Da fehlt noch ein bisschen was. Okay, ich wollte ja sowieso nochmal meine Ausrüstung ändern, ne? Ich wollte die 2 ändern auf die andere Ulti. Was war denn das? Irgendwas mit das hier, ne? Schattennebel, genau. Der Schattennebel, der gefällt mir besser. Gut. Hallo. Hier können wir den Schattennebel mal ausprobieren. Hat er nicht kommen sehen. Okay. Kommen wir hier weiter? Ja. Und hier sind die guten Leute. Da, ich sehe schon jemanden laufen. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere Vampiransicht und laufen hier durch. Christina Poppa, unsere Bordsteinschwalbe, die muss auch behandelt werden. Ich habe mir das anders überlegt. Could this be the scarf you lost, Miss Popper? It is much more than a scarf to me. It is the only thing that connects me to my family and my country. Thank you so much. Thank you so much. Hinweis fehlgeschlagen. Hinweis fehlgeschlagen. Was haben wir denn jetzt gemacht? Wir hätten den Schal gar nicht zurückbringen dürfen. Wir hätten da irgendwas mit konstruieren können. Naja, wir geben ihr ein Medikament. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to... Ja, das wissen wir ja. Persönliche Fragen, haben wir da noch was? Nein. How are the conditions? When I think about all the... Das ist alles okay. Goodbye, Miss. Take care of yourself as best you can. Okay, as best you can. Okay, haben wir wieder jemand versorgt. Schön. Da hinten ist auch noch jemand. Ist auch erschöpft. Joe Patterson. Wir müssen die alle behandeln. Das hilft ja nichts. Sorry, ich muss sie stören. You again? What do you want this time? Can I offer keep you? Wir kürzen das alles ein bisschen ab, weil die reden eh das Gleiche. So, persönliche Fragen. Ah, guck mal hier. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Okay, okay, okay. Entspann dich. Wir haben noch viel zu wenig Hinweise. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. And people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor.
My son's weak, and there's no way he'll endure another disappointment. Okay. Ja, hat uns nicht geholfen, ne? Da hilft uns auch nichts mehr, das heißt, das war's. So, er erzählt auch irgendwie einen Stuff. Ist er krank? Wahrscheinlich, ne? Die sind ja alle krank hier. Ja, die sind alle krank. Wer wird Louis? Seien Sie mal ruhig, hören Sie auf zu schimpfen. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Okay, wir gucken, was er hat. Der hat auch guten Stuff, ne? Teil eines kleinen guten Griffs. Ich brauche aber Teil eines guten Griffs. Und zwar nicht zu knapp. Das sieht ja jetzt schon mal richtig gut aus. Hat der denn Kalium-Dingensbummens? Hat der. Auch teuer, aber wir kaufen alles. Weil das brauche ich ganz dringend. Okay, ich hätte auch für mehrfach drücken können. Halt, stopp! Sie müssen noch Behandlung kriegen. Nein, hier. Warte. Do you need help, sir? To be honest, Yep. I don't quite really. Okay, das haben wir gemacht. Hier können wir noch persönliche Fragen stellen. Nein. Über die Lage. When there's more people outside. Das hat uns nicht geholfen. Wie läuft das Geschäft? How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Joe Peterson, mein Freund. Ich glaube, wir haben da einen Grund, dich um die Ecke zu bringen. As a merchant. What you mean besides the epidemic, the war? Okay, Gewalt nimmt zu. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged though. There was good money in that little box of loot I lost. Oh, wurden Sie verletzt? Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Ja, sehr interessant. Ich glaube, da müssen wir mal hin. Okay, haben wir noch irgendwas? Nope. Haben wir da noch irgendwas? Nein. Okay, danke für Ihre Informationen. Ja. Wir kriegen da auf jeden Fall noch mehr raus. So, jetzt gehen wir nochmal zu ihm, weil wir wissen jetzt, dass er ihn überfallen hat. Warum tun Sie das? Ah, können wir nicht. Okay. Hier, drangsalieren Sie gerne Leute. So. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. The dirty work. Sie sind ein Krimineller. Überleben ist ein Naturgesetz. Sie hätten sich weigern können. Richtig. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons. And that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Aha. Es war mal sein bester Freund. Dann können wir jetzt wieder zurück zu Louis gehen und fragen, ne? Goodbye. Goodbye. So, Louis, wo steckst du? Du hast mir nicht erzählt, dass er sein bester Freund war. Nein, persönliche Fragen, siehst du. War Joe ein Freund von Ihnen? Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. Dann fragen wir mal nach der Geschichte. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer. Good one even. Steht ein bisschen dicht dran, würde ich sagen. He found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Er ist bloß ein Feigling. Verzweiflung kann ein Gift sein. Without making excuses for him,
It's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. Niemand hat ihm je die No Stirn one has ever geboten. stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. Ja, ich schon. Ich leg mich gerne mit Wetboot Boys an. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile. Not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Okay. Gut. Danke. Goodbye for now, Mr. Lewis. Ich würde sagen, wir könnten hier Joe Peterson mal um die Ecke bringen, oder? Haben ihm natürlich Medizin gegeben, aber ich weiß jetzt gar nicht, wo er ist. Peterson, wo sind Sie? Joe? Oh, hier. Pater. Der Pfarrer ist auch erschöpft. Kommen Sie mal her. So, haben wir eine persönliche Frage? Ja. Tobias Whittaker, confess. I have done what no. Die nutzen die um. Ja. You are just. No! Okay. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Ja, ja, bla bla blub. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. Der hat echt einen Schatten. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Why did you send Samuel to... I sent him. You sent a man to die because of a stupid... Okay. Halt, stopp. Ich brauche nur Medizin Good geben. evening. It's Don't you... faith. Medizin? No doubt you're... Blessed be. Okay. Ich habe Ihren Schüler gefunden. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Ja, geben Sie mir Geld. Das ist korrekt. Auf I Wiedersehen. have heard enough for tonight. Goodbye. Geld ist immer gut. Und Erfahrung. Auch gut. Okay, wie viel brauchen wir bei ihm? 5 Punkte. Ja, da sind wir noch weit weg. Okay, wo ist Joe? Joe möchte ich gern um die Ecke bringen. Joe? Joe? Ah, da ist Joe. Hallo, Joe. So, Joe. You again? What do you want this time? Ja, das wird dir nicht gefallen, was ich möchte. Lalalala. So, wir machen einen kleinen Spaziergang. Wo geht's lang? Da geht's lang. Das finde ich cool gemacht, ne? Man wird da hingeleitet, wo man ganz in Ruhe seine Probleme lösen kann. My son. Who will take care of him? Was I a good father? Ich habe einen kleinen Schlüssel bekommen. Sehr gut. Ich weiß, wofür der passt. So, dann gehen wir mal zu Harry und erzählen ihm, was passiert ist.
Klopf, klopf. Good evening, Harry. May I come in? Sure. Sure, sagt er. Sure. Sure. Sicher, sicher. Okay, die hatten hier eine Kiste, die kann ich plündern, glaube ich. Bin ich mir relativ sicher. War das nicht hier? Harry, wo habt ihr die Kiste? Die Kiste von deinem Daddy, wo ist sie? Hm? Da ist sie doch. Jawohl. Chinin, Parfümflakon. Joes Stachelkeule. Oh, die ist gut. Die ist gut gelevelt. Die passt perfekt in mein Profil. So, Harry, wir müssen reden. Es hilft ja nichts. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Doch, es kann noch schlimmer werden. You and your No, never. My father... What is going on between you two then? It's his job. If you can call it a job. Okay, dann ist gut. Your father and Mr. I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. I don't know. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Ah, ja. Wir können ihn nochmal untersuchen, ne? Ach, er braucht auch was, okay. Do you need any medical? Yes, I do. You'll feel better with this. I'm not sure I'm happy with the idea of... Okay. Haben wir sonst noch was? Nein. Wir fragen über die Lage. Why am I not surprised that a woman like her got killed? Whitechapel is a shithole. Ja, das stimmt. Ja. Okay, mit Harry sind wir fertig. Take care of yourself. Das sieht gut aus. Ja, Whitechapel läuft. Nein, nein, entspann dich. Das geht gleich alles besser. Okay, jetzt gucken wir mal in den Bezirk rein. Hier, was fehlt uns noch? Oh, noch jede Menge, ne? Uns fehlt noch Clayton Darby. Uns fehlt noch Loretta Swamborough. Neuralgie können wir leider noch nicht behandeln. Das fehlt uns komplett. Ja. Aber die können wir noch alle... Muss ich nur finden. Ich glaube, Richard Dingsbums, das war hier der... War der Dichter, ne? Wir gehen da mal hin. Wir zünden mal unser... Oh, was ist das? Verunstalteter Skull. Ah, komm mal her. Gott, da hinten ist auch wieder was. Ein dickes Monsterchen. Oh oh. Guck ihn dir an. Warte mal, für dich haben wir was. Raus, aber. Yep. Rein Sie nicht so. Okay. Haben wir sonst noch was hier hinten? Ja, sieht eigentlich ganz fein aus, ne? Können wir hier das aufmachen eigentlich? Nee. Okay. Hier ist ja noch der Dichter. Den müssen wir auch noch beschnacken, weil der hat ja auch... Ah, guck mal, hier hinten, das geht noch weiter. Da waren wir noch gar nicht, ne? So. Good evening, Mr. Nip. And good evening to you too. Persönliche Fragen haben wir nicht. Wir leben in London, haben wir auch nicht. Über die Lage sprechen wir nicht. It may be wise. Ja, gib mal Medizin. The nutrition of my mind. Ja. Haben wir sonst noch was? Nein. Okay, dann können wir raus. Wie ist das sonst so? Ja, wir haben wenig Hinweise über ihn, ne? I'll leave you alone. I'll leave you alone. Okay, dann gucken wir jetzt hier hinten noch weiter. Was können wir hier noch tun für die Leute? Hier waren wir tatsächlich faktisch noch nicht so oft, ne? So. Wer ist das? Camelia. Sie ist komischerweise die ganze Zeit immer gesund, ne?
Vielleicht redet sie ja wieder mit mir. Hello again, Miss. Ja, sie sagt nichts. Erzähl mir von Richard Niffercott. Tell me about... Nichts. Wie geht es dir seit Dorothys Tod? Tell me, Camellia. Nichts. Ich hab's versucht, muss ich sagen. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Ohne Witz. Wir haben alles gegeben. Okay. Wen können wir hier noch verarzten? Wir müssen mal hier V drücken. Die müssen ja irgendwo sein, die Leute, ne? Also die Händlerin, die war ja hier auch noch irgendwo um die Ecke. Nicht hier, sondern, glaube ich, da lang. Oh, Clayton, Darby. Das ist gut, dass Clayton da ist. Clayton, kommen Sie mal her. Good evening, Doctor. Do you need assistance? That would be not. Wir geben ihm erstmal wieder 10. Thank you. Dann persönliche Fragen stellen, da haben wir nichts. Untersuchung, ja. Gibt es hier keine Arbeit für Migranten? Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Okay, gut zu wissen. Wir haben über ihn, ja, ein Hinweis ist fehlgeschlagen und einen haben wir anscheinend noch offen. How are conditions? I always thought it was my role to reveal what really happens in these forgotten parts of London. And you're not sure anymore? Emptied coffins, cannibalism, walking dead. I'm trying to report the truth about what's going on, but no one believes it anymore. Das ist schade, nicht wahr? Ja, gut. Ja, das war's hier mit ihm, ne? Clayton haben wir geheilt. Das ist wichtig. Wichtig und richtig. Nee, möchte ich nicht. Hier kommen wir nicht rein, komischerweise. Vielleicht müssen wir das auch mal aufsperren. Ja, da ist die Händlerin. Oder hier, da. Da müssen wir noch hin in die Gegend. Und dann da noch die Leute heilen, ne? Das ist wichtig. So, die haben wir. Den haben wir auch. Ich war schon in die richtige Richtung, oder? Hier geht's halt wieder raus, glaube ich. Oder ist das hier? Mal. Ne, hier geht's raus. Da wollen wir nicht hin. Nee, nee. Warte, gucken links rum jetzt. Okay. Alles klar. 10.000 EPs. Das ist crazy. Crazy stuff. Okay. Darius Peterson. Petresco, natürlich. Ja, hier sind wir richtig. So, mit dem reden wir auch nochmal. Good evening, Mr. Petresco. Surely you have someone else to bother, Mr. Doctor. Halt die Backen, Mann. Du bist echt ein alter, schlimmer Typ. Erzählen Sie mir mehr über Camellia. Tell me everything you know about... I do not believe in the afterlife. Okay, das war's schon. I heard what happened. Everything was going well. Ich will London ebenfalls retten. Maybe you should consider the bigger picture. We may not have the same approach, but my priority is the safety of London's citizens. So you put an end to the operation. Did you put an end to Dorothea as well? You seem to have a lot on your chest, sir. What's wrong? I could ask you a lot of questions, Dr. Reed. Questions about what happened to Dorothea when you visited her. Ask any questions, Mr. Petrescu. But be prepared for answers you may not like. No, Mr. Doctor. I will keep my mouth shut. For I am just an old, infirm immigrant that no one would believe anyway. Das ist ja praktisch für mich, oder? Ich gebe dir trotzdem Medizin. How do you feel, Mr. Petrescu? I would not... Ja, yes, immer. You do. I said I don't want anything.
Und dann fragen wir über die aktuelle Lage. Terrible, to say the least. Maybe now you understand the importance of Dorothea's work here. But you never cared, did you? Och, ich heile euch doch. There isn't just one way to help Whitechapel. Your way seems to attract sorrow and despair, Mr. Doctor. Your kind of care is not what Whitechapel needs. Doch, ich finde schon. That's quite an accusation. Stop pretending, Mr. Doctor. All you wanted was to confront Dorothea. You never intended to help Whitechapel's people. Ja, vielleicht hat er recht. Goodbye, Mr. Petrescu. Wir könnten ihn hops nehmen, ne? Aber lohnt sich das? Ah. Aber ist ein alter Mann, ne? Was sollen wir mit dem alten Mann? Es hilft ja nichts. As long you have the money. Ich hab die Money. Good evening. Werter Kollege, sagt sie. I'd like to see... Okay, was hat sie denn? Hat sie Kalium? Hat sie. Kaufen. Sehr teure Preise. Sie ist teurer als Barry. Das macht mir Angst. Ansonsten hat sie jetzt nichts Wirkliches, was wir brauchen könnten, ne? Sie hat 5 Ringe, die sie für Alter. Mädchen. Warte, wir waren noch nicht fertig. Persönliche Fragen, haben wir Hinweise? Nein. Ihr Leben in London? Irgendwelche? Nein, da weiß ich auch nichts. Die aktuelle Lage fragen wir gleich nach. Wir geben ihr noch mal was zum... Well, there you have it. Thank you. Thank you. How is this? When people buy guns instead of medication, it means they have already traded hope for fear in their hearts. In my book, that's never a good thing, Doctor. Okay. Goodbye, Miss Swanborough. Perhaps we'll talk again. Ja, wir reden später. Können wir auch Hops nehmen, ne? Aber wir verkaufen gute Medizin. So, da hinten ist noch jemand. Wer ist das? Sir? Benjamin Palmer, Neuralgie. Das ist schlecht, ne? Good evening, Benjamin. I'm afraid not, Mr. Reed. I'm afraid not, Mr. Reed? Was soll das denn heißen? Was besorgt sie? Perhaps you could focus. I'm sick, broke, and my son just stole my pill. Ja, schade. You don't seem... Oh. Behandlung gegen Neuralgie benötigt, haben wir nicht. I will see you later. Yep. A gun? Wir können ja auch einfach Hops nehmen, ne? Dann geht es dem Bezirk besser, glaube ich. Ah, so kann ich hier nicht arbeiten. Okay, wir gucken jetzt insgesamt mal. Whitechapel, wie sieht's aus? Wen könnten wir noch verarzten? Neuralgie können wir nicht. Neuralgie können wir nicht. Und dann haben wir hier noch Albert. Albert ist noch irgendwo. Ich weiß aber nicht wo. Wo könnte Albert rumstecken? Wir gehen mal hier lang. Albert muss ja auch irgendwo rumschwirren. Da sind Ratten. Albert, wo stecken Sie? Albert, der könnte mir auch noch ein paar Sachen erzählen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwo noch mal klopfen kann. Die Kinder scheinen ja irgendwie immer im Haus zu sein. Das sieht nicht danach aus. Wo steckt Albert? Können wir die ausschließen? Ne, die war schon offen. Okay, hier wollen wir aber nicht raus, oder? Wollen wir hier lang? Man sieht eigentlich auch die Leute in den Häusern, ne? Ich laufe hier mal ein bisschen mit Vampirvision rum. Da ist Darius, da ist Loretta, da ist Benjamin. Wo steckt mein Freund Albert? Ich glaube, den habe ich auch noch nie getroffen, ne, den Albert. Okay, hier können wir nicht aufmachen. I cannot enter. Was war das hier? Müll. Nehmen wir mit. Haben wir auch was gefunden? Ein Ring. Wunderschön. Ja, ich weiß nicht, wo Albert steckt, ne? Warte mal, hier hoch können wir. Okay. Machen wir das mal. Ah, da ist Albert. Ich habe Albert gefunden. Albert.
Hallo, Albertchen. Endlich sehen wir uns I'm not mal. your boy, alright? Now piss off. Und jetzt ziehen sie Leine. Pass auf, du kriegst Medizin. Do you need assistance? Please. Ja, please, There ne? you go. Very funny. Very funny. Okay, da können wir nichts machen. Da können wir auch nichts machen. Die aktuelle Lage. I'm ready for whatever's coming. Okay. Er ist komplett bereit. Goodbye, young man. Goodbye, young man. Gut, wir haben alle quasi verarztet. Schön. Großartig. Das war der Plan. Gut, haben wir hier einen Unterschlupf in der Nähe? Haben wir. Da. Das heißt hier zurück und dann rechts, ne? So, und wir nochmal auf die Karte gucken. Ja, passt richtig, ja. Da lang. Entspann dich, Lady. Meine Güte, wieso läuft der denn nicht? Jetzt, okay. Ach, das ist Darius. Preluden? Nein. Okay, mein Unterschlupf müsste hier drin sein, ne? Da können wir richtig leveln jetzt. Das ist gut. Keep out. Lalalalalalalalu, lalalala. Okay. Ich würde sagen, hier bin ich richtig. Goldrichtig. So, wir haben keine Mittel mehr gegen Erkältung. Das heißt, wir müssen die produzieren. Dann Kopfschmerzen. Haben wir das Rezept tatsächlich noch gar nicht. Wir können nichts analysieren, was sehr, sehr schade ist. Dann haben wir hier Waffen gefunden. Joes Stachelkeule. Die ist besser als meine jetzige Stachelkeule. Das ist nice. Dann können wir die doch mal aufwerten, oder? Ja. Und dann können wir hier Schaden erhöhen oder Ausdauerverbrauch minimieren. Das ist halt die Frage, ne? Ich würde Ausdauerverbrauch minimieren. So. Teil eines guten Griffes 6 Stück. Okay. Ah, jetzt haben wir eine richtig gute Stachelkeule, muss ich sagen. Können wir hier das noch machen? Nein. Das bringt ja nichts. Wir könnten hier das noch aufwerten. Aber ich glaube, Stufe 3, die haben wir ja dann nicht. Oder zählt das doch? Wir werten das mal auf. Scheint zu gehen, ne? Ja, das geht. Okay, alles klar. Boah, die Stoßstachelkeule, die muss ich jetzt gleich haben. Ach, warte mal, Sachen zerlegen noch, ne? Wir gucken mal. Parfümflakon bringt mir nichts. Joe Pattersons verstorbene Frau, okay. Zigarettenetui. Silberne Uhr. Wird wiederverwertet. Rostige Pillendosis, auf jeden Fall. Okay, und den Rest lassen wir mal so. Ich habe ja genug Sachen. Okay. Schön. Und jetzt leveln wir mal ordentlich. Und gucken, was hier so in den Bezirken passiert. 10.000 Punkte, meine Herren. Was machen wir mit denen? Auf jeden Fall die Wut-Ulti nochmal. Ach, können wir nicht. Stufe 26 benötigt. Okay, da sind wir also absolut im grünen Bereich. Ich könnte meinen Zustand des Körpers nochmal leveln.
Dann können wir physische Stärke. Oh, sorry. So, jetzt. Und ich hatte noch irgendwas, was ich auch gerne leveln wollte. Biss. Ja, der Biss. Der Biss muss gelevelt werden. Schnelle Regeneration auch. Sehr gut. Das brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Da haben wir die Serien, die haben wir selten benutzt. Autophagie. Das müssen wir leveln. Das ist wichtig. Oh ja. Scheißendreck. Was machen wir hier? Wir machen das hier. Wir haben uns für die Seite entschieden. Abklingzeit ist wichtiger als der andere Kram. Okay, großartig. Gefällt mir. Haben wir noch Punkte für hier irgendwas? Nee. Blutbarriere und so weiter, das level ich nicht, weil das benutze ich eigentlich nie. Blutkapazität könnte man vielleicht auch nochmal gucken. Ja. Ein bisschen mehr Blut dabei haben, schadet nie. Oh, nein, bestätigen. So. Schön. Guck mal, auf einmal alle gesund. Wahnsinn. Jetzt steigt der Wert. Hoffentlich. Dadurch, dass wir Joe umgebracht haben, hat das nicht ganz gereicht, ne? Ist immer noch bedenklich, immer noch kritisch. Dann natürlich blöd. Wir müssen was gegen Neuralgie erfinden. Anders geht's nicht. So, dann hier. Die sind alle gesund. Nur einer ist krank geworden und einer ist gestorben. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Rakesh Shadana hat Erschöpfung. Und hier ist einfach 0%, ne? Dyson Delaney gilt noch als vermisst, aber ich sehe da auch keine Hoffnung. Ja. Und hier waren wir noch nicht, im Westend. Gut. Was ist unsere Aufgabe jetzt? Wir müssen ja weitermachen irgendwie. Wir haben hier verschiedene Markierungen, die können wir alle mal wegmachen. Ah, hier ist ein Ereignis passiert. Achso, das ist ja Dr. Swansea. Und hier ist auch ein Ereignis. Und das ist Southwark. Wo ist eigentlich das Westend? Da ist das Westend. Da waren wir noch gar nicht, ne? Soll ich mal zum Westend gehen? Wobei es kann sein, dass das erst noch freigeschaltet wird. Hier haben wir jetzt die große Jagd. Trifft Lady Ashbury im Westend. Achso, ja, das ist ja praktisch. So, Markierung wegmachen. Zack. Einmal die weg. Und dann hatten wir hier hinten irgendwo noch eine. Hatten wir noch eine? Da. Weg. Okay. Ich würde sagen, ich rede erstmal mit Dr. Swansea. Und dann machen wir die Hauptmission weiter. Ja, das muss der Plan sein. Was macht ihr denn hier? Meine Güte. Wie viel Leben ich jetzt habe. Blut als Sucht, neues Sammelobjekt. Ja. Okay, hier kommen wir nicht raus. Okay. Junge, Junge. Achso, warte mal, ich wollte ja noch die Keule gleich ausrüsten, ne? Die Keule müssen wir noch ausrüsten. Keule von, na, wie heißt der? Joe. Joes Stachelkeule. So sieht's aus. Sehr gut. Die müsste jetzt richtig reinhauen. Okay, wir gehen nicht diesen Weg. Wir gehen diesen Weg. Hallo, jetzt können wir die Keule mal testen.
Oh, haut die rein, Alter. Uiuiuiuiuiui. Oh. Ja, sind schon harte Zeiten für die Vampirjäger, muss man sagen. Harte Zeiten. Hallo, Freunde. It ain't human! Kill it! Die, vermin! Uiuiuiuiui. Also Joes Keule bringt einen voran. Gut. Bin ich jetzt langsam beim Krankenhaus? Jupp. Oh, hier schreit schon wieder einer. Hallo, ich helfe Ihnen. Da waren noch mehr, aber die lassen wir mal. Können nicht alle retten, ne? So, Abkürzung zu Swansea ist hier hoch, ja? Aber warte mal, wir können ja noch den einen Doktor heilen. Also den Fake-Doktor. Ravanesh, so wie er heißt da. Keine Ahnung. Die sind alle topfit. Wo war der denn? Der war ja hinten raus, ne? Muss mal gucken, wo wir ihn finden. Entschuldigung. Oh. Hier wurde jemand entlassen. Das ist ein Ding. Na gut. Wo finde ich den Hyopai? War der hier? Nee, der war bei den Leichen. Das ist halt, ne, wenn man sich nicht so gut auskennt im Krankenhaus, ist es echt schlecht. So, hier könnte er sein. Ja, exakt. Gut. Komm mal her. Good evening. Ich möchte. Don't take and that is. So, hast du irgendwas Sinnvolles für mich? Er hat noch Kalium. Kalium hat er zu fairen Preisen. Können wir ihn sonst noch ausquetschen? Persönliche Frage? Nein. Wir leben in London? Nein. Goodbye, Mr. Okay. Gut. Schön. Großartig. Nice, nice. Probably a month? Ja, ja. Also ich will da hoch. Hier, lass mich da hoch, bitte. Danke. So. Nun sind wir wieder in unseren Gemächern. Wir wollen hier aber nicht sein, deswegen gehen wir zu Dr. Swansea. Der hat hier sein Büro nebenan. Da ist er. Und dann reden wir nochmal mit ihm, ja? Mit unserem kompetenten Förderer. Jonathan, old chap, how are you tonight? I've seen little of you of late. I was conducting research in my room. In mein Büro, natürlich. Ja, sicher. Of course, of course. Worry not, I understand. The situation has been testy around here. I won't deny it, but we still stand. Was gibt's Neues? What news do you bring? The news is not good, my friend. We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. Ja, über die Gewalt kann ich reden. More about the violence. Jeffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Pre-Wen patrols exterminate every skull and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No. They mainly focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're growing in numbers. They must be recruiting heavily. How bad is the epidemic? It is killing the infected patients faster. In less than 2 days now. The only blessing is that they are contagious for a shorter period. Immer das Positive sehen. I have received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion. And with the quarantine and controls, city access is nigh impossible.
Okay. Why have you never entered the lady's house? You are one of her good friends, are you not? My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is, nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Is the quarantine serving any purpose? It is helping slow the propagation of the epidemic. But as long as we have no clue to its origin, its efficiency is limited. Okay. Have you any reliable friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. What about the Brotherhood of St. Paul's Stole? Where are they? There are only a few of us, and most others would not speak to you. I am the black sheep of our brotherly flock, you know. Aha. Neuer Hinweis für ihn. Das ist gut. What of my commission here at Pembroke Hospital? Nothing to fear, Jonathan. Your position here is in no jeopardy. You remain one of us, and you are always most welcome. Okay, das ist gut zu wissen. Thank you, Edgar. We shall speak again later. So, wir holen noch mal ein paar Informationen über ihn raus. Ah ja, er ist gesund, das ist schön. Wunderbar. Da liegt noch was auf dem Tisch. Das nehmen wir mal an uns. Brief von Rakesh Shadana. Das lesen wir mal direkt. Und wir haben einen Hinweis bekommen. Das ist nützlich. Ich will mir den Hinweis aber auch angucken, ne? Ist ja ganz klar. Müssen wir ja mal checken. Wo finden wir das? Da? Da. Sehr geehrter Herr Dr. Swansea, sehr gerne kümmere ich mich um die provisorische Leichenhalle, sobald sie eröffnet ist. Wie ich bereits mitgeteilt habe, war ich während des Krieges Arzt und werde meinem Land mit Freude erneut dienen. Natürlich ist es nicht dasselbe, ob man die Toten oder die Lebenden betreut, aber auch um unsere Verstorbenen muss man sich gut kümmern. Ja. Okay, das ist einfach nur allgemeine Information über unseren Leichenbetreuer. Okay, haben wir vielleicht sonst noch Informationen hier im Büro von Mr. Swansea? Ja, haben wir. Warnender Brief. Details. Oh, von Dr. Aykroyd. Das gibt bestimmt einen schönen Hinweis. Ja. Das ist gut. Der Dr. Strickland, der ist auf meiner Liste auf jeden Fall. Seltene Spezies von Vampiren. Okay. Auch interessant. Bringt uns aber nichts. Ist einfach nur eine Information. Und ansonsten ist hier nichts mehr, ne? Nein. Dr. Swansea hat hier nichts. Wir hatten noch einen Hinweis zu dem Strickland, ne? Da müssen wir nochmal gucken. Wo ist er denn? Da. Strickland. Okay, jetzt haben wir alle Hinweise zu ihm quasi gefunden. Setzt seine Patienten heimlich einer experimentellen Behandlung gegen die spanische Grippe aus. Medizinisches Können wurde in der Vergangenheit in Frage gestellt. Ach du Scheiße, und ich unterstütze ihn komplett. Der hat gar nichts drauf eigentlich. Na gut. Hilft ja nichts. Wollen ihm eh ja Placebo-Rezept verpassen, ne? Da wollte ich eigentlich nochmal gucken, ob ich noch was forschen kann, ne? Wir können auch hier hinten gleich raus. Ja. Machen wir hier ran, an den Tisch. Dann hier. Ne, wir können nichts forschen. Nichts zum Analysieren. Okay. Wir haben ja noch die Mission für den Typen, ne? Guck mal. Wir haben ja hier noch ein Ereignis auf jeden Fall. Da könnten wir noch hin. Aber das ist ziemlich weit weg. Wobei, ja, ist ziemlich weit weg. Warum ich hier Marker hingesetzt habe, weiß man nicht. Muss ein Unfall gewesen sein. Ansonsten ist hier alles fein, ne? Das mit dem Placebo-Gedöns, das ist wahrscheinlich das hier. Aber da sollte ich hingehen auf jeden Fall, wenn ich da hinkomme. Die Docks.
Wir setzen uns mal ein paar Marker. Ich will in die Richtung gehen und dann will ich dahin gehen und dann will ich dahin kommen irgendwie. Okay, einmal raus hier. Zack, die Bohne. Und dann gehen wir mal zu den Markern. Ja, du würdest gerne wieder jung sein. Mhm. So, ich hoffe, das klappt mit der Strategie. Ach du Scheiße. Hallo. Uiuiui. Warte mal, da hebt doch mal die Ulti, ne? Oh, ist sie jetzt mächtig. Das gefällt mir. Oh, ist die Ulti jetzt gut. Schön. I like it. Oh, haben wir die zerlegt. Oi, oi, oi. Kommen wir da rein? In diesen wunderschönen Laden? Nein. Oh, hier ist gut was los, ne? Holy shit. Hallo. Hey, hör auf zu schießen, ja? Das ist nicht witzig. Hey, das tut weh. Junge, tut mir ja richtig weh. Warte mal, ich hab da was für dich. Guck mal hier. Also man dachte, die Kämpfe sind schon intensiv, aber sie werden noch intensiver anscheinend. Das ist gut. I like it. Hat der noch ein Tischchen fallen lassen? Nein. Aber hier liegt noch was. Okay, weiter geht's. Was? Eieiei. Guck dir das so an. Überall Action. So, warte mal, hier können wir auch wieder was machen. Die wissen gar nicht, was passiert. Die wissen gar nicht, was passiert. Au. Au. Oh yeah. Gut. Fein. Schön. Da wandert der Loot so nur in meine Tasche. Ach, guck mal hier. Oh my God! Christ, he's dead! Mann, ist hier was los. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay, ich gucke jetzt mal, wo ich mich befinde. Ah, hier sind wir schon. Sehr gut. Können wir ja die Markierung schon mal wegmachen. Zack. Ach du Scheiße, noch mehr. Au, au, au. He's a killer. Yes, I'm a killer. Was machst du jetzt? Hm? Na, warte. Wir kümmern uns liebevoll um sie. Gar kein Problem. Au. Okay. Da ist auch wieder was. Können wir hier was aufmachen? Ja. Wurde aufgeschlossen. Das ist gut. Limehouse-Stock.
Okay, dadurch, dass unsere Waffe so stark ist, können wir die gar nicht mehr so richtig aussaugen, ne? Das ist auch ein bisschen problematisch. So, wir sind bei den Limehouse-Docks. Ja, ist erstmal nicht verkehrt hier, aber ich will ja da lang gehen, ne? Also hier wieder zurück ein Stück. Und dann hier nach rechts. Ich habe hier gesehen, hier waren auch Gegner. Oh, eine Leiche. Wir haben eine Leiche. Hallo. Tot. Auch tot. Tot. Alle tot. Noch eine Leiche. Nehmen wir alles mit. Hier haben wir noch ein Kistchen. Mülleimer. Hallo, wer bist du denn? Ein One-Hit-Wonder. So. Hast du nix, ne? This is Braille. Oh, Text. I need someone who can read this. Text in Blindenschrift. Das erinnert mich an jemanden. Mhm. Ich glaube, da kann uns jemand helfen. Was? Wollt ihr denn da hinten? Okay, ist das ein Ereignis? Nein. Wir müssen hier noch weiter arbeiten. Hallo, Freunde. Bitte nicht die Tür kaputt machen. Danke. Warum wollen die hier rein? Ist hier was umsonst? Oh, Archers Beil. Schön. Frage mich, was Archers Beil so drauf hat. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Ja, warte mal, da waren Schillinge. Nehmen wir mit. Ganz klarer Fall. Also hier in der Gegend war ich tatsächlich noch gar nicht. Ist halt total spannend. Blutiger Brief. Liebe Mutter. Von Jack. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Ja, wenn ich noch wüsste, dass die Familie leben würde, aber tut sie ja nicht. Die Gillinghams, die waren ja mit in dem Bezirk, wo unser braver Facher alle platt gemacht hat. Also die Gillinghams, die gibt's nicht mehr. Das kann man schon mal festhalten. Okay, wo befinde ich mich jetzt hier gerade? Ah, ich bin hier, okay. Ich will aber da weiter dahin. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt lang kommt. Ich muss ja hier über die Brücke irgendwie. Oder auf die Brücke rauf. Also mal gucken, ob wir das hinkriegen. Warte mal, hier ist irgendwas. Wieso zieht er die Waffe? Jetzt steckt er sie wieder weg. Kommen wir da irgendwie rauf auf die Brücke? Das wäre schon cool, oder? Oder drunter, das kann ja auch sein. Hallo. Danke. Okay, hier komme ich nicht weiter. Kommen wir hier rauf? Nein. Short is this. Also, ich muss da irgendwie auf die Brücke kommen. Das hilft ja nichts. Ich könnte jetzt hier durchgehen, aber das hilft mir auch nicht unbedingt weiter, ne? Ich gehe mal hier weiter. Wir sind jetzt unter der Brücke. Wir sind über Leichen. Kann ich das hier aufschließen? Ne, das war schon offen. Okay. Limehouse-Distrikt wollen wir nicht. Die Leichen können wir looten. Wunderbar. Und wie komme ich auf die Brücke? Noch gar nicht, ne? Wir gehen weiter. Weiter zurück. Irgendwann gibt es einen Zugang auf die Brücke, oder? Oh, was haben wir hier? Blutprobe. Okay, da ist die Brücke. Da müssen wir in die Richtung. Zum Glück sind hier nirgendwo Gegner mehr, ne? Shit.
Frage, kommt man überhaupt auf die Brücke? Die geht ja hier einmal durch, ne? Wahnsinn. Ich glaube, ich muss hier an den Punkt gehen, damit ich da raufkomme. Ist nur so ein Gefühl. Wir gehen mal wieder zurück. Ich will die ganze Zeit Babys schreien. Warum? Da oben fährt auch ein Zug, ne? Ich hätte gedacht, dass man hier so über so ein Gerüst da hochkommt, ne? Aber ist nicht möglich. Ich gehe einfach hier weiter. So. Wir sind jetzt hier im Limehouse District. Das ist schon mal nicht verkehrt. Nochmal. So, jetzt geht's. Okay, hier ist auch ein Unterschlupf. Ich weiß nicht, ob ich den schon quasi betreut habe. Müssen wir mal gucken. Geht weg. Wo ist der Unterschlupf? Hier ist auf jeden Fall 2 Kisten. Das ist schon mal nice. It's locked, all right. Oh. It's locked. It's locked. Double locked. Gut. Dann müssen wir dafür Schlüssel finden. Das kriegen wir alles hin. Ah, da oben ist er. Ah, hier waren wir schon. Okay. Gut. Oder auch nicht gut. Wir wieder raus. So, hallo Freunde. Das ist aber eine nette Begrüßung. Die tun mir ganz schön weh. What the fuck is going on with you? Wow. Junge, Junge, Junge. Junge, 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 Junge. Gib mir mal ein Serum. So. Nee, nicht weglaufen. Ihr kriegt auf die Schnauze. So. Aus die Maus, Mickey Maus. Habt ihr vielleicht einen Schlüssel für mich? Nein. Natürlich nicht. Aber die waren jetzt schon mal anders wild. Yay. Ganz anders wild. Hier sind noch mehr. Hör auf. Das hat doch keinen Sinn. Junge. Wir nehmen mal die Ulti. Ja, das haben sie nicht. Das haben sie nicht gepackt. Das ist gut für mich. Okay. Ja. Schön. Auf jeden Fall ein interessanter Ort hier, ne? So. Vom Setting her. Aber wo komme ich zum Ereignis? Das ist die Frage der Fragen. Es ist unter der Brücke auf jeden Fall. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir unter der Brücke weiterkommen. Kann ja hier durchaus sein, ne? Wir müssen irgendwie darüber. Aber ich glaube, wir dürfen hier noch nicht hin. So, hier ist Southwark Bridge. Okay, das hört sich erstmal gut an. Southwark Bridge. Lass mal sehen. Kommen wir hier auf die Brücke rauf? Sieht so aus, ne? Hier geht's wieder runter. Limehouse Dogs. Können wir hier aufmachen? Ist das... Ne, okay. Dann wären wir so oder so hierher gekommen. Okay. Wir gehen aber hier wieder rein. Ja, ich habe ein bisschen Blutmangel tatsächlich, ne? Das ist ein bisschen tragisch. Okay. Ah, danke. This is despicable. Ja, das ist aber notwendig. I can't believe I'm doing this. Ja, ich könnte sogar noch mehr vertragen. Okay. Jetzt den aufmachen. Okay, jetzt sind wir an dem Ort, wo wir hinwollen, ne? Das ist Fakt.
Das ist die Brücke hier. Wir sind unten drunter. Das passt alles. Und hier ist irgendwo ein Ereignis. Schillinge, okay. Ach, du Schande. Ach, das ist Delaney. Nee, Delaney, nicht in dem Ton. So, wir können wieder Blut auffüllen, das ist gut. Oh ja. Schön. Und einen kleinen Schlüssel gefunden. Gut. Jetzt ist halt die Frage, gehört das zu den Kisten, die wir da gefunden haben? Ich denke, ja. Okay, cool. I have this thirst for blood. For blood. I can't believe I'm doing this. Ich kann das auch immer nicht glauben, aber was soll man machen? Man lebt ja nur einmal. So, wir checken hier nochmal die ganze Brückengegend ab. Warte mal, hier war noch irgendwas. Schließen Sie sich den Truppen an. Okay, das kennen wir ja schon. Ist die Frage, wo geht's hier runter? Ah ja. Southwark. Okay. Dürfen wir hier schon sein? Ich denke ja. Steady, boys! We've got one of them, vampire! Walks with me! Au. Away with you! Meine Güte, waren die hartnäckig. Aber hier komme ich echt schon an meine Grenzen, ne? So vom Verteidigen her. Wir gehen hier weiter. Viele Truhen auf jeden Fall. Und ein Save sogar auch noch. It's locked, all right. It's locked, alright. Not so good. Irgendeiner hat hier einen Schlüssel. Naja. Okay. Ist das hier ein Unterschlupf? Nein. Und hier kommen wir auch nicht rein, ne? It's locked, all right. Ja, it's locked, alright. Okay, ich will hier lang. Wir sind jetzt in Southwark. Ja. Weiß gar nicht, ist das sogar eine Gegend, die hier aufgeführt ist? Nee, ne? Das ist einfach nur das Bürgermenü. Oh. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Tschüss. Okay. Ich will eigentlich da nochmal zurück auf die andere Seite. Hier in dem Bereich. Da waren ja die Kisten, ne? Die denke ich mal, habe ich jetzt den Schlüssel für von dem Delaney. Gehe ich mal stark von aus. Wäre halt cool, wenn man hier so ein bisschen Schnellreise machen könnte, aber das geht ja anscheinend nicht. So, haben wir hier vielleicht noch was Verdächtiges, Verstecktes? Nein. Wir können jetzt hier wieder rein. Dann nehmen wir die Southwark Bridge. Gehen wieder nach oben und gehen einmal rüber auf die andere Seite, nicht wahr? Da wollen wir hin. Oh, einmal den ganzen Weg zurück. Haben wir vielleicht hier noch ein paar Ratten, die wir wegschnabulieren können? Ich will jetzt hier nichts. Kann hier auch komplett außen lang laufen. Warum? Wegen der Sicherheit, ne? Ja, aber das ist ja egal. Wir haben ja jetzt hier alles erledigt. Aber war da noch eine Kiste? Ja. War noch eine Kiste. Mit einer Flasche von Alkohol.
Ja, wie man sieht, ist hier auch nichts anderes gewesen, ne? Okay. Man hätte nur hier weiterkommen können. Das wäre der geheime Weg gewesen. Gut. Gut, gut, gut. Ah, Ratte. Cool. This is despicable. Komm. Die will ich auch noch haben. Okay. I can't believe I'm doing this. Tja, das ist der Nachteil, wenn man den Gegnern zu viel Schaden macht, ne? Dann muss man Ratten essen. Oh, hier ist noch eine Kiste. Okay, jetzt sind wir wieder auf der richtigen Seite der Brücke. Limehouse Dogs, genau, hier will ich hin. Ja. Und dann hier rüber in die Ecke, ne? Okay, der Bug mit dem Bewegen nach da auf die Karte gucken ist ein bisschen ärgerlich. So, wo sind denn die Kisten von hier Delaney? Ich denke mal, das waren die, ne? Nicht hier, sondern irgendwo da hinten. Gucken mal. Wenn nicht, müsste ich die nochmal suchen, ne? Ach du Scheiße. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Und jetzt geht's weiter. Zweimal hitten, ist er weg. Oh, guck mal, hier ist ein geheimer Eingang. Ah, tut mir nicht so weh. Danke. Okay, dann gucken wir hier doch mal rein, ne? So, was haben wir hier? This is a slaughterhouse. Ein Schlachthaus. Aber ein Schlachthaus mit einem Kistchen. It's locked. It's locked. Vielleicht hat er einen Schlüssel. Von Seymour für meine geliebte Mutter Stella. From Seymour to my beloved mother, Stella. What is this doing here? Who are these people? Who are these people? Vor allen Dingen... It's locked, all right. It's locked, alright. Ich denke mal, der Schlüssel ist für Stella. Ist bei Stella oder wie auch immer. Gut. Kommen wir hier hoch? Nein. Kommen wir hier vorbei? Auch nicht. Ja, gut, dass wir hier mal nachgeguckt haben. Ist ja gut. Schön. Ich wollte aber immer noch zu den zwei verschlossenen Kisten, die hier irgendwo stehen. Man merkt sich halt immer alles so schlecht. Das sieht alles so ähnlich aus hier. Irgendwo waren hier zwei Kisten. War das hier? Ja, könnte hier gewesen sein, ne? War das hier? Nein, hier war es auch nicht. Shit. Shit. Okay. Wir gehen weiter. Irgendwann finde ich die, das ist ganz klar. Irgendwann ist es soweit. Ah. Nee. Oder? Nein. Hier vielleicht? Ja, hier sind sie. Okay. Haben wir jetzt den Schlüssel dafür? Nein. It's locked. It's locked, all right. Shit. Okay, dann waren das nicht die Delaney-Kisten hier. Ist aber auch in Ordnung. In welchem Bezirk ist der zu Hause, der Delaney? Der war in dem... Da. Da ist ein Delaney. In den Docks. Also, schätze ich mal. Wir sind ja bei den Docks. Aber der war ja in den Northern Docks oder Western Docks, glaube ich. Naja, ist auch egal. Nichtsdestotrotz, wir machen jetzt weiter mit der Mission, ne? Hauptmission, let's go. Wie kommen wir da am schnellsten hin?
Am besten hier lang, ne? Wenn wir denn da hinkommen. Wir gucken mal. Wir müssen hier durch die Brücke irgendwie. Wollen hier unten lang? Nein. Hier komme ich rein. Perfekt. Unter der Brücke durch. Das war das Ziel. Und jetzt gehen wir hier einfach weiter. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, dann lernen wir mal den neuen City-Teil kennen. Ist das schön? Das freut mich. Oh. Es ist wieder soweit. Mein Schöpfer. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. Ich bin nicht ein Streiter, ich bestehe darauf. Schweig still, lass ab von mir. Ich bin nicht ein Streiter. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. Aha. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! I'm tired of all these puppet shows. Die Puppet Shows. So sieht's nämlich aus. Sind wir hier noch richtig? Aber sowas von Gold richtig. Ja, West End. Das ist unser neuer Stadtteil. Finsbury Gate. Auch hübsch hässlich hier tatsächlich. Ja. Nee, da möchten wir nicht hin. Oh. Was wird das? They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Das sehe ich auch so. Machen wir erstmal hier sauber. Können wir da hinterher eigentlich? Nee. Oh. Die haben auf jeden Fall Spaß. Okay. Wir zünden mal was. Der ist gut. Alter. Junge. Feed me. Okay, die haben ganz neue Moves hier. Au. Schön aussaugen. Okay, neue Gegner auf jeden Fall hier im Westend. Das kann man schon mal festhalten. Richtig gute Gegner. Bin begeistert. So, dass ich mir mein eigenes Blut reinhauen muss. Okay, ja schön. Das macht ja jetzt Laune. Aber das heißt auch, ich muss mehr leveln.
Sprich, ich muss neue Leute aussaugen. Mal hier zum Mülleimer. Oh, ich habe mir jetzt ein Serum gespritzt. Das war jetzt nicht so clever, ne? Na gut, was haben wir hier? Das können wir nicht öffnen. Okay, alles klar, ist rot. Müssen wir dran denken, dass wir das aufmachen, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ja, wir gucken hier weiter, ne? Wir gehen jetzt zu Lady Ashbury. Die erwartet uns ja. Oh, die hat ein schönes Haus. This is where she lives. Na, dann gehen wir mal rein in die Lady. In Ladies Anwesen natürlich. Klopf, klopf. Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Das stimmt allerdings. Nennen Sie mich Jonathan. Nennen Sie mich nicht so, warum verhöhnen Sie mich unentwegt? Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? Ach ja, nun, ich stelle Fragen. Nun stelle ich Fragen. My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. Ich habe Mary zweimal getötet. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. Okay. Das sollte ich vielleicht jetzt auch so machen. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? I felt this power, radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice
His words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. Ja, gut zu wissen. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. Please follow me. Okay. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. Oh, das ist aber You nett. can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Einfach nur dran schnüffeln, das ist gut. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Sie waren schon mal eine Bedrohung. Wer sind Sie? Warum über Sie? Sollte ich Ihnen vertrauen? Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Oh, gut. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first. But it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. Wer ist denn dieser Lord überhaupt? What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Reich ist er. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals.
How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Ekons I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. Okay, das ist gut zu wissen. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us is the cause of the epidemic. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Das ist klar. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. Okay. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Okay, das ist sinnvoll. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal.
I swear, I had nothing to do with it. Okay. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. Okay, das ist nett. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Oh. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Ja, das war doch mal eine interessante Begegnung. Sind viel schlauer geworden. Also das wird alles so ein bisschen größer, spannender. Ja, da geht's noch richtig zur Sache, glaube ich. Jetzt sollen wir zu dem schönen Ascalon Club. Schön. So, time to visit the Ascalon Club. Ja, das sehe ich auch so. Das Schattenkabinett. Dann gehen wir da mal hin, würde ich sagen, oder? Oh, guck mal hier, alles nobler hier in der Gegend. Kann man schon mal so sagen. Scheint die... Oha, was wird hier rumgeballert? Was haben wir hier hängen? Was sind das für Hinweise? Quarantäne, ah, okay. Alles klar. Und hier ist rot tatsächlich, ne? Hier kommen wir nicht durch. It's locked. It's locked. So ein Ärger. Gehen wir halt rüber hier. Stupid Beast. Uns einmischen? Ich denke ja. Wieder einer von diesen noblen Burschen. Hey. Schlimm. Ganz schlimme Vögel hier, du. Okay, warte mal. Wollte ich hier nicht weitergehen? Ja. Na sicher. Nee, und da komme ich. Ich muss hier lang irgendwo. Hier ist so ein schöner Mülleimer.
Also diese Schnösel mit ihren Schwertern könnten schon ärgerlich sein. Könnten. Wir werden sehen. So, jetzt sind wir hier. Geht's hier denn weiter? Sieht auch nicht so gut aus, ne? Hier ist ja alles zu. Warum kann ich hier nicht schnell gehen? Anscheinend beobachten wir hier gerade was. McCullum wird sich freuen. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Ja, dieser Krieg macht keine Gefangenen. So, wie kommen wir denn jetzt in dieses verdammte Westend wieder rein? Was ist, ja. Also wir müssen ja dahin, tatsächlich. Schwierig, ne? Alle Zugänge sind zu. Aber wir hatten ja einen einzigen Zugang. Wir müssen hier die Zugänge wieder frei machen. Das ist ganz wichtig. Jetzt hier mal zurück. Kommen wir hier. What the fuck? Bitte lass mich zufrieden, du dickes Monster. Sehr spannend. Was? We found him? Hello. Wer ist denn jetzt hier der Gute? Er ist der Gute. Nicht wahr. Tot. Okay, das finde ich aber cool, dass die Gegner hier wieder anders sind. Das macht Spaß. Muss man sich ein bisschen besser drauf einstellen, tatsächlich. Oh, gut. Wo sind wir jetzt hier? Ah, hier gibt es auch ein neuer Dialog verfügbar mit Lady Ashbury. Sollte ich nochmal zu ihr hingehen? Wäre sinnvoll, oder? In welche Richtung ist denn das? Wir müssen hier einmal durch den... Einmal hier durch und dann da vorstellen, ja. Okay. Komm, wenn ein neuer Dialog verfügbar ist, dann machen wir das auch direkt. Das ist ja ganz klar. Bin eine nette Lady. So. Ding dong. I'm back. Ich war noch nicht beim Club, aber anscheinend haben sie einen neuen Dialog. Lady? Ich kann ihre Bude noch leer räumen, das ist nett. Dann machen wir das doch. Tagebuch. Wir haben ein Tagebuch gefunden von ihr. Heute Nacht habe ich mich mit Mutter, die krank im East End, besucht. Das ist lange her, seit ich in diesem traurigen Teil der Stadt war. Okay, das ist aber ein altes Tagebuch, ne? Ganz altes Tagebuch. Aber gut, es gibt neue Hinweise. Charlotte Ashbury. Das ist ihre Schwester oder was? Oder ihre Mutter. Ja, wir räumen erstmal hier den Laden leer. Das ist wichtig. Die scheint oben zu sein. Alter, was hat die denn für ein Haus? Das ist ja Wahnsinn. Dracula. Für die inspirierende Lady Ashbury. Es gibt Lichter im Leben. Ah, ja, okay. It's locked. It's locked. Locked, locked, locked. Wo ist sie denn? Wo ist die Lady? Ach, da ist die Lady. Wir sammeln noch weiter Informationen. Müssen ja nicht direkt mit ihr reden, oder? Da. Die Tragödie der Blutnacht. Okay. Wir reden gleich mit ihr. Ist gar kein Problem. Ich gucke hier noch mal weiter. Vielleicht habe ich noch irgendwas übersehen. Ja, da ist noch ein Schränkchen. Mitnehmen. Gut. Ja, jetzt haben wir aber alles.
Lady. Hello again, Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? Sorry to disturb you again, but could you spare me a few minutes? Of course, my dear. Always a pleasure to speak with you. Oh. Concerning your investigation. Yes? Are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. Okay. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl is stubborn and fiercely independent. Much like her mother. Ah, das ist doch ihre Tochter. Guck an. Do you think we shall ever see better days? Or at least better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Will you tell me your story one day, Lady Ashbury? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. Okay. Warum wir jetzt hier wieder zurückgegangen sind, weiß ich nicht. Weil jetzt keine grundlegenden neuen Informationen. Sie sieht aus wie 22, ja, sie ist 28 oder 27 oder sowas. Aber sie ist unsterblich, ne? Also, sie bleibt für immer 27. Das heißt, sie ist 27 plus 2000 oder so. So. Wir müssen irgendwie einen Weg hierhin finden, ne? Hier einfach so durch, ne? Warte mal. Ne, das ist der falsche Weg. Hier. Aber hier komme ich ja nicht durch. Das ist ja das. Das ist ja mein dickes Problemchen, ne? Ich will ins Westend, aber ich darf noch nicht ins Westend. Das muss doch mir mal einer erklären. Kann ich das hier kaputt machen vielleicht? Nö. Ein neuer Unterschlupf ist verfügbar. Hat er den jetzt aufgemacht? Nee, ne? Nein. Okay. Wir kommen zu Lady Ashbury, aber wir kommen nicht richtig in den Westend-Bezirk. Ich ping mir das hier mal an. Weil ich komme von da. Von hier so. Von den North Docks da rein. Weil hier... Ja gut, hier hinten ist noch eine Gasse, ne? Die könnten wir noch abchecken. Ne, hier, die. Aber das sieht auch zu aus. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay, wenn ich mich jetzt links halte und nochmal links rumgehe, dann sollte das vielleicht klappen. Wir gucken mal. Aber hier war ich, glaube ich, gerade auch, ne? Also hier hinten ist auch wieder kein Durchgang. Links, links, links. Links, ist richtig? Ist korrekt. Wir gucken mal. Ja, 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 ja. Immer weiter rennen. Irgendwas ist hier los. Ah, kommen wir doch durch? Ja, okay, wir kommen hier doch durch und hier können wir aufmachen. Perfekt. Okay, haben wir doch einen Zugang gefunden. Dann machen wir hier das weg. F und F. Perfekt. Wir haben einen Weg ins Westend gefunden. Haben wir hier noch Sachen, die wir mitnehmen können? Nein. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Was? Wir sind zu Hause? Okay. Gleich mal aufräumen hier. Fuck, he's dead! Der ist böse. Back in the grave!
You leeches need killing. Schlimme Gegend. Ganz schlimme Gegend hier. Okay. Haben wir hier einen Unterschlupf? Das ist ja schon mal wichtig. Haben wir ja da. Wobei. Kommen wir nur von da rein, oder? Na, wir testen das mal. Einmal eine Doppelrechts. Wir gucken mal. The Ascalon Club. The heart of British vampire society. Okay. Not quite as subtle as I expected. Na, hier kommen wir, glaube ich, rein, ne? Dann gucken wir uns mal das hier an. Die Händlerin da auf der Straße, die ignorieren wir mal gepflegt. Alter Brief. Ich brauche Details. Mein lieber Avery von Aubrey Reed. Was sie schreibt, ist total egal. Hauptsache, wir haben es gelesen. Avery Cork. Haben wir Informationen für bekommen. Schön. Wunderschön. Dann gehen wir hier nochmal rein. Ach, wer ist denn hier? Das ist Avery Cork. Schön. Aber erstmal räumen wir seine Bude leer, würde ich sagen. Erwischt da? Okay, Avery, wir müssen sprechen. Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Ach, das ist Oh, mein it's a Haus, ne? miracle. Das ist mein We all Diener. thought you were- Oh, sir, your poor sister. Poor What a sister. tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. Ach, Mr. Avery, ach nee, das ist Avery. Mit Vorwürfen kommen wir hier nicht weiter. Persönliche Fragen. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I live. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. Ah, verdammt. Ich verstehe, wenn Sie gehen. Sie haben dieser Familie vorbildlich gedient. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Das kriegen wir hin. Ist er gesund? Er ist gesund. Und ich krieg richtig gutes Blut, aber ich kann ihn nicht mesmerieren. Mir fehlt eine Stufe. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? Ja, ich bin mir unsicher. I really don't know. I have always enjoyed seeing new horizons. Once the epidemic is over, it would be nice to leave London for a while. I understand, Mr. Jonathan, but you have to realize that your mother needs you. Your next departure could break her heart. Break your heart, ja, ja. Ihr Leben in London. Wie geht es meiner Mutter? How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza.
Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Das kriegen wir schon wieder hin. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. Ja, das solltest du tun. Erzählen Sie mir von der Nachbarschaft. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I am sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. Okay, soweit so gut. Persönliche Fragen haben wir keine mehr. Dann sagen wir mal auf Wiedersehen und suchen mal unsere Mutter, ne? Avery. Please watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan. But please return as soon as possible. Okay, ich kann anscheinend nicht zu meiner Mutter. Ja, aber wir werden hier trotzdem noch weiter rumgucken. Wir werden hier noch ein paar Hinweise finden können. Außerdem ist hier unser Unterschlupf auch, glaube ich. Wir werden das mal überprüfen. Ah, da ist doch Mutter. Mutter. Mutter, ich bin hier, um dich zu heilen. Oder auch nicht, oder auch doch, oder... Naja, wir gucken erstmal hier weiter. Da ist noch was zum Looten. Zack, zack, zack. Dann gucken wir hier rein. Was haben wir hier? Unterschlupf freigeschaltet. Perfekt. Dann kommen wir hier auch easy raus. Das ist gut. Hier liegen noch ein paar Schillinge rum. Auch nicht schlecht. Hier können wir uns leveln. Das werden wir gleich tun. Ein kleiner Schlüssel. Kann nie schaden. Das ist die Vorratstruhe. Die brauchen wir nicht. Wir stellen noch mal ein paar Sachen her, glaube ich. Wir werden hiervon ja noch genug brauchen. Halt die Frage, ob wir dafür sorgen, dass es den anderen Stadtteilen auch gut geht, obwohl wir ja jetzt im reichen Sektor sind. Das ist halt die Frage, ne? Wir sind jetzt wieder fucking reich. Wir haben eine Lady Ashbury. Und wir haben eine Einladung in den Ascalon Club. Naja. Erstmal gucken wir hier rein. Ah, wurde aufgeschlossen. Okay, perfekt. Das ist mein Büro jetzt. Nehmen wir noch ein paar Sachen hier weg. Aubrey Reeds erster Brief. Anwesen der Reed-Familie. Mein lieber guter Sohn. Ich, dein liebender Vater, Aubrey Reed. I remember Sunday walks in the park. Okay. Wir erinnern uns an die Sonntagsspaziergänge. Ja, ja, so ist das. Aber ansonsten ist hier jetzt nichts Dolles, ne? Außer der Brief. War hier nichts. Doch, da ist noch Geld. Nett. Und das ist anscheinend mein Vater gewesen. Ja. Wer kennt ihn nicht? Okay. Gut, dann sagen wir noch. Was ist das? Mutter? Gerade saß Mutter noch hier. Verdammte Tat. Guckt man einmal weg, läuft sie einfach durch die Gegend. Mutter, kommen Sie her. Mother. Good evening. Jonathan! Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit.
Ja, wir gucken mal. Ist sie topfit? Sie ist gesund. So ein Ärger. Wir könnten sie auch um die Ecke bringen, ne? Natürlich nur Stufe 1 nötig, weil das ist ja eine... Naja, gut, wir lassen sie. Aber... Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames, and then it happened. What happened, Johnny? Ich wurde angegriffen, ich habe mich verlaufen, ich kam absichtlich nicht. I was attacked, Mother. And I've not been the same since. The important thing is that you finally returned home. I was worried, you know. You were the last member of the family of whom I had no news. Even Mary comes more often than you. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Ah, die ist schon ein wenig crazy. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. Oh, sie weiß ganz genau, was mit mir los ist. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject, and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Okay, das sind doch schon mal gute Voraussetzungen, würde ich sagen. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? Ja, das ist ein Argument. But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy.
Just look at you, as pale as my Mary. But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson, and my son-in-law, you're all gone. But you all still visit me from time to time. Das macht mir alles Angst. Mann, Mann, Mann. Father seems to have left me some documents. Some sort of treasure hunt game. Do you know anything about them? No, Johnny. But your father always loved to write these little games for you when you were a boy. Don't you remember? I remember now. He used to post me these riddles, as though they were sent by a mysterious games master. I'd spend weeks trying to decipher them. Your father was always so proud each time you found the answer. He was not just the serious doer banker everybody thought he was. I was proud too. How could I forget that? The important thing is that you remember it now. I'll tell your father the next time I see him. He'll be so happy. Could Father have conceived some sort of final game for me before he left? I really can't say, Johnny. Perhaps you should talk with Avery about that. He was your father's confidant, more than I. Okay, das ist ein guter Tipp. Danke dafür. Okay, ich würde sagen, das war's. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Ja, die ist schon ein bisschen verwirrt leider. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Okay. Können wir hier noch irgendwas machen? Nein. Können wir nicht. Dann gehen wir jetzt mal ins Versteckchen. Leveln uns ein bisschen auf. Das kann uns, glaube ich, nicht schaden. So, was wollen wir haben? Das ist die Frage, nicht wahr? Boah, ist das schwierig. Ich habe 3000 Punkte. Ich wollte hier weitergehen, ne? Der Bereich soll größer werden. Schatten konzentrieren sich in einem Bereich. Alle Ziele in diesem Bereich werden von Schattennadeln getroffen und bluten. Das Blut aus diesen Wunden wird direkt vom Vampir absorbiert. Perfekt, das brauche ich. Das brauche ich. Genau das war das, was ich brauchte. Okay, bestätigen. So, dann bin ich mal gespannt, wie die Entwicklungen sind in den einzelnen Bezirken. Da ist was passiert. Ne, ist nichts passiert. Charlotte Ashbury. Haben nur von ihr gehört. Wir wissen aber nicht, wo sie ist. Avery Cock und Emmeline Reed. Auf jeden Fall ist der Bezirk hier stabil. Dann gucken wir hier mal rein. Eieieiei. In Whitechapel, da geht's aber, da kracht es richtig, ne? Also, sie hat wieder eine Erkältung bekommen. Und Neuralgie können wir noch nicht behandeln. Das hoffe ich mal, dass es bald soweit ist. Dann im... Und mich verarschen. Ah. Hier geht's auch ab. Und hier, naja gut. Hier haben wir jetzt festgestellt, dass Dyson Delaney auch tot ist. Also die ganzen Docs sind ausgelöscht. Da wohnt keiner mehr. Das ist total unwichtiger Bezirk für mich. Wichtig nochmal festzuhalten ist, man hätte das verhindern können. Ne? Also hätte ich den Pfarrer da direkt hops genommen, wäre das alles nicht passiert. Hätte ich noch eine Kneipe, wo ich hingehen könnte und. Also, naja. Hallo, wer sind Sie denn? Er ist gut. Und er ist auch gut. Die sind alle gut. Bitte gehen Sie weg. Wo ist der andere hin? Entschuldigung? Waren das nicht zwei? Ah, vielleicht habe ich den auch... Ah, den habe ich auch hops genommen. Okay, alles klar. Ja, die Ulti ist schon lecker, ne? Also, die macht Spaß. So, hier haben wir Gerümpel, das können wir wegräumen. This is despicable.
Ja, ich muss sagen, die Ratten aus dem Nobelviertel schmecken auch nicht besser. Ja, ja. Okay, was war noch mein Plan? Ich wollte die Wege aufsperren, ne? Also hier war ja noch ein Weg, der auf jeden Fall auf muss. War das hier? Oder da? Ne, hier vor allen Dingen, ne? Diese Verbindung ist sehr, sehr wichtig für mich. Also drehen wir uns mal um. Aber die ist ja offen anscheinend. So, hier... Ah, ne, ist nicht offen. Okay, lass mal sehen. Wenn wir das hier aufmachen. Ah, die hatten wir schon aufgemacht, die Verbindung. Ja, okay, das ist gut. Vielleicht sollten wir jetzt nochmal die Hauptstraße auch nochmal öffnen. Da müssen wir uns hier mal ein bisschen durchkämpfen. Ich muss hier hin. Ah ja, okay, einfach geradeaus und links. So. Der Hyopai muss sterben. Hier können wir was aufmachen? Ne, können wir nicht. Kommt von der anderen Seite wieder. Eieieiei. So, hier sind auch wieder Hyopais. Wo befinde ich mich jetzt? Oh, ich befinde mich hier. Okay, gut zu wissen. Was? Wer hört dir denn zu? Ah, das ist Charlotte. Gut. Dann kümmern wir uns um sie. Bleiben Sie mal stehen. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Miss Charlotte, geht's Ihnen denn gut? Ja, ihr geht's gut. Was fehlt uns um sie? Oh, Level 5. Okay. So einfach können wir sie nicht fertig machen. Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. Vertrauen Sie ihr nicht? Das ist Ihre Entscheidung. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother, and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte, when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Das stimmt. Na gut, das haben wir gemacht. Ihr Leben in... Über die Adoption wollen wir was wissen. Tell me about your adoption. What do you want to know? Wer sind Ihre wahren Eltern? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day,
I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Ah ja. Was wissen Sie über mich? What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Vor mir auf jeden Fall. Vielleicht. Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Ah, jetzt hat sie mich, ne? Was machen Sie hier eigentlich? What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Das stimmt allerdings. Sie sind eine Suffragette? Was ist das denn? Are you a suffragette then? Suffragette. Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. Oh, ja, natürlich. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Okay. Unser kleines Geheimnis. Ist gar kein Problem. Erzählen Sie mir von der Nachbarschaft. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yep. Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Natürlich. Ich bin total rot im Gesicht. That's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right.
But society must reform and renew itself, or we are all done for. Okay. Wir sind alle erledigt. Okay, ich würde sagen, das war's. Nee, da. Oh. Warum hat Lady Ashbury adoptiert? Weshalb wollen sie ja Vampirin werden? Wir nehmen das hier. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? Yeah. Why do you still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one's side. Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage, just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Spielen Sie keine Spielchen. Seien Sie sehr vorsichtig. Niemals. Wir nehmen das hier. Be careful what you wish for, young lady. I could gaze at you right now and then take you to a shady corner and have my way with you. And leave your carcass to the rats. You wouldn't dare. My mother would know. She'd never forgive you. How could she suspect me? Do you know how many vampires are lurking in the city tonight as we speak? Vampires with a worse sense of humor than mine. Oh, my God. For one second I thought you actually... Excellent, Dr. Reed. Very convincing. Mhm. Wenn sie wüsste, ne? Auf Wiedersehen. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Ja, vielleicht. Das waren auf jeden Fall sehr interessante Informationen, so, ne? Also, schön. Da haben wir auch noch einen Bürger. Wer ist das? Unbekannt. Scheint ein Reicher zu sein. Ja, die sind ja alle reich hier tatsächlich. Aber mein Plan ist es erstmal hier die Verbindung herzustellen, ne? Ich bin jetzt hier und ich will hier runtergehen und da die Tür öffnen. Damit ich schneller zum Krankenhaus komme, um die Leute zu behandeln. So sieht das aus. Das ist der Plan. Und dann kümmern wir uns hier um diese Kollegen hier. Witzig, ne? Die haben sich komplett abgeschottet vom Rest der Welt. So. Perfekt. Die Tür ist jetzt offen. Das ist sehr gut. Oh, ich will hier gar keinen Marker hinmachen. Neuer Dialog verfügbar mit Dr. Swansea. Ich glaube, mein Plan muss echt sein, das Krankenhausviertel gesund zu halten, ne? Also wirklich, dass die fit sind. Wir gucken jetzt nochmal hin. Wie geht's denen da? Whitechapel. Da sind... Ja, okay, Neuralgie können wir ja nichts machen. Und da ist nur... Nee, das ist die falsche Region. Ich will da hin. Ja. Im Hospital sind viele, viele krank. Das müssen wir ändern. Wir müssen diesen Bezirk stabil halten. Das heißt, wir laufen da jetzt hin. Einmal schnell zum Krankenhaus. Das geht ja relativ fix zum Glück. Wir gehen hier einfach hier die Hauptstraße. Ach, du Schande. Ich habe gesagt, das geht relativ schnell, ne? Am Arsch geht das schnell. Ich laufe hier einfach durch. Ich merke das gar nicht. Tschüss, tschüss. Ihr kümmert euch um euch selber, ja? Dann machen wir hier mal den Schmutz weg.
Ja, das hat ja perfekt geklappt. Einfach durchlaufen. Schön. Und schon sind wir im Brock Hospital. Ja, hier regelt das schon, ne? Ich muss hier nur kurz mal durch. Vergnügt euch. Habt Spaß. Okay, perfekt. Wir sind wieder im Pembroke Hospital. Also es geht relativ fix, ne? Das ist gut für mich. Jetzt müssen wir nur noch die Leute hier finden und heilen. Das geht am besten mit Vampiransicht, ne? Geht das hier rein? Nein, jetzt bin ich in die Leichenhalle gegangen. Scheißendreck. Da will ich doch gar nicht hin. In der Leichenhalle gibt's doch nichts mehr. Die alte Leichenhalle. Geh weg. Ist natürlich auch immer ärgerlich, wenn das so eine Sequenz immer ist, ne? Wenn man sich vertut. Muss mir irgendwas merken, damit ich da nicht immer reinlatsche. Ist hier irgendeine Beschriftung oder so? Nein, natürlich nicht. Na gut. Wir gehen jetzt hier rein. Hier sind wir goldrichtig. Das ist das Krankenhaus. Und jetzt suchen wir uns die Leute. Sind alle nicht da. Doch, da. Erschöpft. Dr. Aykroyd, bitte ins Behandlungszimmer. I'm quite busy, right? Ja, das ist mir egal. Sie werden jetzt geheilt. So. Haben wir sonst noch irgendwas? Oh. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Gut. Haben wir einen schönen Hinweis für ihn bekommen. Das ist gut. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Beeinträchtigt Ihre Rivalität Ihr Urteilsvermögen? Weshalb wollen Sie den Eingriff vornehmen? Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Ich vertraue Ihrem Urteil. I really hope you're right about this, Dr. Aykroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Muttern. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Okay, das war gut. Haben wir alles gelöst. Thank you for your time. We'll talk later. We talk later. Later, Alligator. So, wir müssen hier mehr kranke Leute finden. Aha, erschöpft. Da, Harvey Fiddick. Sie sind verhaftet. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Ich hätte schon, aber Really? Sie kriegen Medizin. Unfortunately. So, auf Wiedersehen. Ich habe keine Goodbye neuen for Dinge. now, Mr. Fiddick. Ich habe keine Neuigkeiten. Nee. Ihm geht's gut. Den haben wir ja behandelt. Dann haben wir da noch jemanden, der ist auch gesund. Das ist alles fein. Uiuiui, wir müssen mehr Leute finden. Was ist hier draußen? Wir gehen einmal rum. Da. Frau Brannigan ist gesund. Der Mr. Tippett ist gesund. Wo haben wir noch? Milton ist gesund. Haben wir sie jetzt schon alle? Das wäre ja wild. Was ist da eigentlich? Die sind erschöpft. Die sind alle erschöpft, da müssen wir rein. Oh, Pippa Hawkins ist auch erkältet. Ach du Schande.
Na gut, wir müssen ja hier hin. Ah, wir kommen hier nicht rein, ne? Doch, kommen wir. Okay. Bitte reden Sie mit mir. Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Ich kann nicht klagen. Haben wir sonst noch was über ihn herausgefunden? Nein, er ist wie ein totes Buch für mich, ne? Wir fragen mal weiter. How painful. So painful I'd rather not talk. Ja, not talking, bla Do bla you bla. need any... I'm afraid. So, Medizin. You are not a And you have my... So. I have to go now. Okay. Und Sie müssen wir auch noch sprechen. Good evening, Mr. Goswick. Hey, das war nicht der Plan. I have to go. I have to go now. Ich will mit Ihrer Mutter sprechen. Mutter, kommen Sie her. Good evening, Doctor. Ja. Persönliche Fragen, haben wir da noch was? Nein. Sie ist auch wie ein offenes Buch, geschlossenes Buch für mich. Sie ist auch erschöpft. Ich habe nur noch 2 Behandlungen dafür. Do you know your... Medizin geben. Well, Okay, passt. Goodbye, Mrs. Dann ist das hier schon mal alles gut. Dann nehmen wir noch die Sachen mit. Pillendose. Haben wir hier sonst ja noch was liegen, was Hinweise geben könnte? Nee, ne? Die sind echt wirklich problematisch für mich. Von denen kriege ich gar keinerlei Infos. Warum auch immer. Aber es könnte sein, dass ich im Westend was über die finde, ne? Weil die sind ja auch reich. Und die sind extra hierher gekommen zur Behandlung. Das heißt, das könnte klappen, ne? So, wir müssen noch weitere kranke Leute finden. Ich weiß, dass Pippa hier irgendwo war, die krank ist, erkältet. Aber nicht bei ihm. So, die war hier hinten irgendwo. Pippa Hawkins. Kommen Sie her. Good evening, Nurse Hawkins. good evening. So, einmal heilen. I'm afraid... Not on... Thank you. Thank you, no problem. Goodbye, Nurse Hawkins. Okay, haben wir die auch behandelt. Und hier war noch einer. Den müssen wir sprechen. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Immer. Ich habe immer gute Neuigkeiten zu... Hab ich nicht. Do you need any medical assistance? Come on, don't be... Seien Sie nicht albern. Okay. Ich weiß nicht warum. Goodbye, Dr. Tippett. Goodbye, Dr. Tippett. Er ist gesund. Ja, wer hätte das gedacht? Okay, wir gucken jetzt mal in den Bezirk hier rein. Wie sieht's aus? Pembroke Hospital. Wir haben alle erwischt. Sehr gut. Clay Cox ausgesaugt. Tot. Thomas Elwood, der ist an irgendwas gestorben und die haben wir auch ausgesaugt. Naja, gut. Okay, jetzt gibt es hier noch einen Dialog mit unserem Chef. Das machen wir mal eben. Mal gucken, was er so zu erzählen hat. Hello, Jonathan. Back from the city already? How is the situation over there? Ganz schlimm. To say the least. I'm sure every obstacle will cede to your relentless determination. In the meantime, can I be of any help? Lady Ashbury ist eine Künstlerin. Did you know that Lady Ashbury is an artist? And rather a good one. Well, actually, yes. I attended an exhibition of her paintings before the war. Beautiful landscapes and stunning portraits. I wish I had purchased one. Perhaps we could go to her next exhibition, you and I. What a beautiful idea, Jonathan. Did you know she told me once she had been a model for famous painters? But she never told me which ones. What can you tell me about Lord Redgrave? Oh, the legendary founder of the Ascalon Club. I'm afraid I cannot help you with that, Jonathan. Schade. Are you afraid of him? Is he that dangerous? No, but since most ancient vampires were killed or fled England during the Great Hunt of 1850, he may be the oldest British vampire. A myth in the flesh, so to speak. Ah ja. So you do know him? All the Brotherhood knows about him is highly confidential. He is dangerously intimate with the royal family and Britain's inner circles. Okay. What can you tell me about the Great Hunt? A sad story, my dear friend. Tragic, in fact. The Brotherhood was betrayed by some of its most trusted members. Tell me about the betrayal. The founders of the Guard of Priwen stole precious and unique documents and reports from the Brotherhood's library when they left.
They use them to identify and locate their next targets. Why was it a tragedy? Not only did the Guard of Prewen hunt down and kill most ancient vampires of England, they also destroyed or confiscated their possessions. Priceless knowledge was lost in just a few nights. Okay. I shall return later. Thank you, Edgar. Thank you, Edgar. Ist er gesund? Er ist gesund. Okay, ja, dann haben wir doch alles jetzt beisammen. Sehr gut. Ich frage mich, wir haben ja eigentlich ein paar Nebenmissionen. Die sind hier aber nicht auf der Karte quasi, ne? Örtliche Untersuchung zum Beispiel oder sowas. Das ist alles weg. Ich weiß nicht, ob man die irgendwo hier noch auswählen kann. Sammelt Objekte. Nö. Also da haben wir keinen wirklichen Einfluss drauf, ne? Das finden wir alles ziemlich... Müssten wir selber herausfinden, wie wir das lösen. Ja. Hier können wir ja nochmal gucken. Stelle dich im Ascalon Club vor. Das ist die Hauptmission. Aber es gibt keinen Log für Nebenmissionen, glaube ich, oder? Für die Bürger vielleicht? Können wir Details machen? Nee. Was ist hiermit? Örtliche Untersuchung. Doch, das ist das doch. Ah, okay. Doch, hier können wir gucken. Besorge die Inhaltsstoffe und fertige das Medikament an. Ja, das ist ja gut. Das sollten wir vielleicht mal machen, ne? Das haben wir abgeschlossen. Dann haben wir hier noch eine Sache. Desto tiefer sie fallen, finde die Todesursache heraus. Okay, das ist neu. Also das habe ich ja noch gar nicht gecheckt gehabt, dass man das hier so verfolgen kann. Das ist eigentlich wichtig. Zum Beispiel hier. Finde jemanden, der Blindenschrift lesen kann. Ja, ja. Ich wüsste da schon jemanden. So, Joe Patterson ist tot. Plunder und mehr. Finde das Paket von Barrett Lewis. Ja. Okay. Und hier haben wir bis jetzt... Finde den zweiten Teil des Testaments deines Vaters. Und hier haben wir, finde Emilys Haus. Emily wird vermisst. Die wollen wir auf jeden Fall verfolgen, ne? Ah, wir gehen mal zurück. So, verfolgen. Und dann wird das jetzt auch angezeigt, oder? Lass mal sehen. Ja, genau, okay. Alles klar. Das ist cool. Ist halt die Frage, können wir auch mehrere verfolgen? Wenn wir sagen, hier, verfolgen, zack. Und zack. Nee, tatsächlich kann man nur eine Sache machen, okay. Emily ist mir am wichtigsten gerade. Weiß auch nicht warum. Aber so ist das nun mal. Ja, okay, die anderen werden nicht mehr angezeigt. Alles klar. Gut. Ich mache jetzt aber für heute mit diesem Spiel erstmal Feierabend. Gucken wir, dass wir hier noch speichern können. Leveln brauchen wir nicht. Ich glaube, einfach nur aufs Bett setzen, das reicht, ne? Ja. Jetzt gehen wir wieder zurück. Wir wollen ja keine Nacht vergehen lassen. Weil je länger wir jetzt unterwegs sind, umso besser ist das. Dann werden keine Leute mehr krank. Trick 17. Also man kann sich schon richtig gut aussuchen, wann man levelt und wann nicht. Okay. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen bis hierhin. Später bin ich wahrscheinlich wieder da. Aber dann mit Far Cry 6. Ja, wünsche euch sonst einen schönen Restfeiertag noch und dann hören wir uns. Bis dann. Ciao, ciao.